Okay. Ich gebe mir Mühe. Ich muss noch mal kurz hier hin. So. Sieht ja hübsch aus, ne? Neues Spiel. Aber wir hätten vielleicht mal vorher in die Option gucken sollen. Ich Trottel. Aha. What is this? It's not supposed to rain today. I checked. I don't want to be out here when it rains like that. Lightning? No, no. Not a storm. Can't see a damn thing. What am I going to do? Oh my god. I can't do this. Stop freaking out. Prepare for this, Riley. Now, how do I get out of this mess? Sieh dich um. Ja, das ist mal umsehen. Eine Karte. This is useless. Don't know where the hell I am. Na. No! I'm going to die! Bleib locker, Perle. Can't be out here. Not on my own. There! Is that land? God, yes. Thank you, thank you, thank you! Oh, shit. This can't be happening. No, 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 no! Not the rocks! No! Damn it! This was a mistake. Get me out of here! Somebody! What is this? What is she doing? What is that sound? Is that a human? Hello? Focus, Marty. It's just the wind. Eyes on the water. I have to moor. Somewhere. Oh, I wouldn't do that. Linke Maustaste gedrückt halten und ziehen. Ist da jemand? Anybody there? Wait. Was denn? I'm not waiting. Answer me now. You can hear me? Ja. Yes, I can hear you. Who are you? What? Wait. No. I don't want to know. Ich muss noch mal Is that a gucken, pier? Narat. Yes! If I can get the boat close enough, I can do this. No, you can't. You'll crash. Leave me alone. Whoa! Come on, Riley. We've got this. What are you doing? Cut the engine. You've read the manual. Manual? Have you ever sailed a boat before? Stop it. I have to turn off the engine. I don't have to do anything. You'll crash. Cut the engine. Was? All right. Well done. Now, drop the anchor. Drop the anchor. Ja, was denn? Shut up! Drop the anchor. I don't want to hear it. Drop the anchor and I'll be quiet. Ja, wo? Da. Good. You did good. You'll be fine now. Das Spiel schreit mich an. I am not fine. You have to stop this. Stop what? Talking. You have to stop talking. Understood. It's fine. Thank you. Der schreit mich einfach an. Was soll denn das? I made it. What a mess. The window. I need to see the window. Wo ist mein Hund?
Hallo? Tut sie doch etwas. Das Spiel schreit mich an. Hallo? Was soll das? Werf den Acker! So beautiful from here. You should go. I decide my own fate. I'm living my life. It's the plan after all. So yes, be a devil. Let's check our backpack. I have no desire to get stranded without food or water. Ja. Da. Never leave without your music. It's soul food. Okay. Can't starve, right? Taking that with me. I am sketching the entire journey after all. Okay, das war alles. Das ist alles alle. Ist da noch was drin? Awesome. The beer made it through the storm. We can celebrate later. Das Bier hat überlebt. Kann ich das auch mitnehmen? Super. Und jetzt nochmal hier rein. Vielleicht die Karte mitnehmen? Great. Out of coffee. Lesen. Ah. Wie Bacon vom... Das macht Lust auf mehr. Aha. This damn relic must be broken. Because that weather wasn't fair. Mhm. Why are these islands not on here? Ja, das kann ich dir nicht sagen, warum die Insel da nicht drauf ist. I read this book front to back. Pretty useless in a storm. Lesen. Boote festmachen. Ein Leitfaden für nautische Knoten, den kein Seefahrer missen sollte. Von Captain George Ferguson. Bootswerfrechnung. Aha. Rileys Hallo. Oh, 20.000. Mhm. Lass uns noch mal kurz hier hinten gucken. Haben wir hier noch irgendwas? See? This was good thinking, Riley. Food supplies. Why didn't I think to check the damned weather glass? Selbstgemacht, selbst gezüchtet. Die machen dich zur Wildsau. Getrocknetes Premium-Schweinefleisch. Die machen dich zur Wildsau. Na dann. Können wir hier rein? Nee. Marshall. Marshall. Okay. Kind of wish you were here, Marshall. Could have gone exploring together. No. Das hier sieht aus. Ja, eine wunderschön geflickt, oder? Taschentücher. Sehen aus, das sieht aus, als wären wir ein junges Mädchen, ne? Können wir jetzt hier raus? So, wir haben I'm Bier. doing it. Deciding my own fate. And will you look at all this? So beautiful out here. Wish you were here. Sunny greetings from a far-off place. The Rogue Islands. Du bist ja noch You're da. still here. Yeah. Thank you for last night. I'm grateful and all. But You need to leave. why? Because you're not real. But I am Riley. I've decided you are not. And don't ever say my name. Ever again. You know what?
Just shut up. Sie ist aber auch ein Sonnenschein, wa? Ist hier irgendwas anzugucken? Warum Almost wollte... as good as endless oceans. The edge of the world. Warum I'd live wollte here. er nicht... That building. Interesting. The only one to survive. Ach, da kommen wir nicht rüber. Warum wollte er nicht, dass wir hier anlegen? Mhm. What happened here? Did they all honestly leave? The Beer Set. Kommen wir denn da hinten hin? Ja. Kann sie rennen? Nicht wirklich. Ein bisschen. So, mal gucken. Dass wir da nicht hinkommen. Ich hätte ja erwartet, dass wir hier rüberlaufen können, ne? Nee, geht nicht. Aber wir können da drüben auch, ne? Ja, dann müssen wir wohl die Treppe hoch. Anderen Weg gibt's ja. Oh, gibt's ja nicht. Und das streuen kannst. Ja, mal das, ey. No, anders kommen wir hier nicht lang, würde ich meinen. Dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Can I speak to you now? Vielleicht. Maybe. Wonderful. There's so much I want to ask you. So much I don't know yet. Or I've forgotten. Ich sag. I said maybe. Don't get carried away. It's been way too long since I got to talk to anyone. I understand that, but I will lose my mind if you don't. Please, just talk to me. That's it. I'm blocking you. You're spam. Spam. What's spam? Was ist Spam? Der Rosenhügel. I'm not sure I can deal with this. Am I imagining you? You can talk now. You're not imagining me. Ist hier irgendwas, was man sich angucken kann? Außer die Gegend. This place. It's mesmerizing. What happened here? I don't know. I don't remember. Nothing. Not a single thing. You never told me your name. Josh. My name's Josh. Bin Josh, okay. Jetzt wird gespeichert. Nachdem wir wissen, dass er Josh ist. Hier war eine Brücke. Okay. Oh, what a pretty little cottage. Right out of a country magazine. What do you know about it? I don't remember. I'm sorry. Let's see. Ich erinnere mich nicht. Dann
Lass mal gucken. Schicke Tapete, oder? Kann ich hier irgendwas öffnen? Wahrscheinlich nur Sachen, die leuchten, oder? Seriously? Piccalilli is as far as I go. You'd eat it if you were here in the winter time. Das ist ein Rezept, ne? Eingelegte Eier. Eingelegte Eierrezept. Ja nun. Ich würde ja gerne alles aufmachen hier. Roses. Why? Bath salts, oils, desserts. I love roses. Rosenblütenblätter. Na gut. Oh, hier sind Bilder. No 19. more ferries after 1980. Nicht in Betrieb. 1980 sind die hier alle abgehauen. Oh, warte. Kann man das Ding drehen? Ne, da ist nichts. 1980. Oh, Why did this Margot never open a letter? Maybe she never knew it was here. Margot. Meine liebe Margot. 22. September 80. Ich schreibe nie Briefe. Ich habe dieses Briefpapier gekauft, als ich auf die Insel gezogen bin. In der festen Absicht, meinen weit weg lebenden Freunden zu schreiben. Aber dies ist das erste Blatt, das ich je benutzt habe. Mein Leben spielte sich hier ab. Kein Brief würde daran etwas ändern. Und es waren Bilder, für die ich ein Talent hatte. Nicht Worte. Die Emotionen in den Augen meiner Protagonisten, wie könnte ich das mit einem Satz einfangen? Manche Dinge müssen jedoch in Worten erzählt werden. Und da du mir nicht erlaubst, die Worte zu sprechen, werde ich mich zusammenreißen und sie schreiben. Ich muss gehen, auch wenn ich es nicht will, wie ich es hasse, dich zu verlassen, Margot. Aber die Zeit ist nicht unser Freund und die Zeit wird unfreundlich zu mir. Keine noch so frische, salzige Luft wird mir helfen, den Schmerz in meinen Knochen zu lindern. Also muss ich zum Festland zurückkehren. Ich hoffe, du verzeihst mir. Es ist unglaublich, dass du erst seit 3 Jahren auf den Rocks bist. Bevor du kamst, war ich nie einsam. Aber sobald ich dich sah, fühlte ich sie. Die Liebe, die ich nie erwartet habe. Ich liebe dich, wie eine Mutter ihre Tochter liebt. Das war der wahre Segen. In den ersten Tagen wolltest du mich nicht an dich heranlassen, also musste ich warten. Und das hat sich gelohnt. Ach, Margot, meine Süße. Ich mache mir Sorgen, du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Bitte komm zu mir auf das Festland. Nächste Woche, am 29. September, fährt eine letzte Fähre. Komm zu mir. Lass mich dir helfen. Die Inseln werden warten. Sie sind immer hier. Falls du die letzte Fähre nicht nimmst, hinterlasse ich dir all mein Essen, all meine Rezepte. Ich weiß, du liebst das Rosinenbrot. Und all das Wissen, um auf den Rock Island zu überleben. Du kannst dieses Leben schön machen. Du bist jung und lebendig. Selbst meine Fotos können deinen echten Geist nicht einfangen. Ich hoffe, du kannst diese Dämonen besiegen und dein Leben so vollständig leben, wie ich es getan habe. Ich möchte, dass du nichts bedauerst. Du wirst mir fehlen, Carrie. No. Ja nun. Do you think it's them that lived here? Maybe. Sind das die beiden? Ich bin hier für immer. Mhm. Auf jeden Fall einige Bücher. Radio. Da war mal ein Vogelkäfig. Da geht's raus. Da wollen wir noch nicht hin. Da vorne ist auch noch ein Zimmer. Da gehen wir, glaube ich, zuerst hin.
Kommen wir hier rein? Nee. Da kommen wir nicht rein. Da müssen wir erst hier. Lass uns mal gucken. Oh, guck mal, diese Bilder. The Boy. Der Junge. She's beautiful, but she looks so sad. Beloved. Geliebte. Noch mehr Bilder hier? Definitely the home of a photographer. Oh, hier ist aber gut rostig, das Ding. Und das war's, ne? Hübscher kleiner Garten. Da geht's auch weiter. Gibt's Beete? Is that a cassette tape? No way. A what? Oh, I want to hear this. Ah, wir haben einen Kassettenplayer dabei, ne? Testing. 1, 2. Well, hello to myself, I guess. Or dear diary, or however you're supposed to begin these things. Just if I don't talk to someone, I'll go insane, even if it's only myself. I guess I'll start at the beginning. The rogues seemed like a good idea. A bunch of us were looking for a place to hang out, make music and just, you know, be groovy together. And it was cool. So totally chill. But then the nightmare began. And I don't know if it was the drugs or me going crazy, but when the others left it got worse. I'm glad she was here, Carrie, or I would have lost it completely. I miss her. I was so rotten to her. I just didn't want her to leave, you know. I understood she had to. I mean, she was sick. And I couldn't take care of her. She knew that. So she left me food, recipes. Not that I'll ever cook. She remained behind. Was she here all by herself? Must have been. Alles umschmeißen hinter mir. Ja nun. Haben die hier früher Partys gefeiert, oder? So, what do you think about the cabin? I don't know. I need to have an opinion. Bilder ran. Did you see the picture frame? I'm here. What did he mean by that? Aye, that photo of Carrie. Carrie? Are you for real? I do know her. That was sudden. Something must have triggered it. That picture did. No, it was talking about it that did it. Do you think there were other clues? Something we haven't thought of yet? The clothes she was wearing, her makeup, her hair. I'd say she was staying here somewhere in the 50s or 60s. What century? 20th century? And that's when you lived. Mhm. Ist hier noch was? Nee. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Ich glaube, wir sind gerade die Brücke umgangen. Ja. Hier ist ja die kaputte Brücke. Was haben wir hier? Mhm. Für Tiere? Futterstelle? Aha. Wieso? Hier ist sie kaputt.
I'm sorry I dropped in on you like that. No, you're not. But I just said that I was. I am sorry. If you truly were, you'd pack up and go. Ah, but that's the troublesome part. I don't think I know how to extract myself. I'm going to jump the gun here and tell you straight. I'm not good with people. Well, technically I'm not people. I'm a ghost. Look, I'm not interested in your conversations or how I make you feel. This is not going to be pleasant for either of us. No, I don't want to talk. Not even a little bit. We could agree on a timing. Depends on your definition of a little bit. Well, I get to ask you a question every time we see a seagull. No. A pear-shaped tree trunk? No, just be quiet. Oh, das ist nicht. Aha. Ja, der Geist möchte reden, ne? Der hat endlich jemanden auf der Insel, mit dem er reden kann. Und sie will aber nicht. Skizze? Ah. Guck mal. Oh, diese Brücke wäre mir aber... I think I like it here. The rogues are magnificent. I've seen nothing like it. Is that a weird thing to say? Not in my book. You've seen many islands. Not really. I was going to. You know, before the storm. Before you. Yeah. Sorry about that. That's okay, I guess. Wir müssen da lang. Hübsch. Ich denke mal, da gehen wir als nächstes hin. Josh. Yes? Oh, nothing. I was just saying your name out loud. Why? I wanted to know how that felt. Do you think I'm losing it? No, I don't. Of course you'd say that. Wenn man nicht schnell genug eine Antwort wählt, dann wählt das Spiel für einen. Das ist nicht immer gut, was das Spiel auswählt. So, ich würde sagen, wir gucken uns den nächsten Hof an. Holmeswood Cottage. Gucken wir doch mal erst von außen. Ach, guck mal, die haben Dixie. Ja. Ah, da kommen wir, glaube ich, als nächstes hin. Die haben alle so süße kleine Häuschen, ne? Sind die ja alle am Kochen? Terrence. Must be the guy that lived here. Lesen. Lieber Terrence, diese Woche würde ich neben den üblichen 30 Milchkäsen für die Schule gerne einen Überraschungskuchen oder eine Torte bestellen. Die süße Lucy wird diesen Mittwoch 11. Lucy hat in den letzten Wochen sehr gelitten, denn ihr Vater und ihre Brüder sind auf das Festland gezogen. Es bricht mir das Herz, so viele Inselbewohner weggehen zu sehen. Ich wünschte, sie würden erkennen, dass wir diese Insel wieder zum Leben erwecken können, wenn wir an einem Strang ziehen. Wir brauchen mehr Menschen wie dich,
Menschen, die die Schönheit und den Zauber dieser Gegend verstehen. Der Duft deines Brotes bringt allen Hoffnung und Trost. Ich weiß, dass die Zitronen knapp geworden sind, aber Lucy würde gerne ein Stück von deinem Kartoffel-Zitronen-Käsekuchen essen. Sie schrieb einen Bericht darüber, wie sie sich vorstellte, wie der Kuchen schmeckte. Ich bin sicher, dass ihre Fantasie nicht mit der Realität mithalten kann. Wenn das nicht geht, dann entscheiden wir uns für eine süße Lammpastete. Ich weiß, dass diese Törtchen köstlich sind. In ewiger Dankbarkeit, Beatrice. A cook? Of some sort. Wackelpudding. Ein Rezept für Wackelpudding. Was haben wir jetzt notiert? Wie hieß der Koch? Terence. Man sieht, dass Kochen die größte Freude. Ah, okay. I don't think he used this to make pizza. That's for baking bread. What's pizza? Don't worry about it. Was ist Pizza? Eieiei, unser Geist weiß ja gar nichts. I don't get it. Why keep all of these? They're just common shells. Ja, Muscheln. Boats. All boats. Da kommen wir nicht rein. Ja, sind wir schon auf dem Hof. Dann kommen wir zum anderen So Haus. he or she was a cook? He was. Terence. Terence. Do you? Cook? No, but I make brilliant scrambled eggs. That's what I was told when I was 12. By who? My mum. So, Terence. Terence. We now have 2 names of islanders you've known. Carrie and Terence. We're making progress, and there's bound to be more cottages around here. We'll be out of here soon. Ja, vielleicht. So. Gerade hier über den Abgrund die Brücken, ne? Ei. Why did you come to the Rogue Islands? I didn't come here. I just left where I used to be. Where did you used to be? In a dead-end job. With a father that didn't want me around. I decided I deserved something else. So you got on a boat, sailed away. Ja. You got that right. The stillness of the night skies. Letting the stars speak to me. I guess that sounds silly to your ears. Not at all. I've done nothing but talk to the stars out here. Was soll er auch anderes machen? Er ist alleine. Oh, das sieht nach einem größeren aus. Steht da? Cordelia. I don't like that name. Cordelia. Sie muss sehr von sich selbst überzeugt gewesen sein. Ja, aber das ist doch Schulgebäude, oder? Schulgelände. Halls of Ivy. Is this a letter? In a tin can? What does it say? Hören. 15th of February 1921. My dear little Elfins, the more I learn about the Crown family, the more I realize what wolves they were. As I've mentioned, the Crowns owned this island back in its heyday, but they were a haughty bunch and they took much more than they gave. But as I write these words cursing the Crown family, I realize that perhaps I am no better. True, I never owned an island,
But like the crowns, I didn't value life as I should. I don't think man is made to recover from war. Once he has seen such horrors, how can he pretend they don't exist? I miss you all dearly, and hope to find my way home to you soon. Your father. Something's not right. I can't figure him out. He knew about the crowns. Wolves. They're not so bad. They are if you're a sheep. Wenn ein Schaf ist, schon. So, das ist die Schule. Gucken wir doch mal. Oh, da. Cordelia Crown. Haven't seen her in a while. She was nobility, and a big deal right here. And that must be where the money came from. Aye, they owned the Rogue Islands. Mhm. Oh, was haben wir hier? Ein Buch. Big Rock, Little Rock und Dark Rock. Ein Leitfaden für Wanderer. Die Rock Islands sind eines der letzten unerforschten Geheimnisse dieser Welt und ein Paradies für Wanderer. Wanderwege durchqueren diese felsigen Inseln und bieten spektakuläre Ausblicke auf den Ozean und die Möglichkeit, einzigartige Pflanzen und Tiere zu entdecken. Hinter den Bäumen lugen die Überreste der einst blühenden Bauerngemeinde hervor. Um diese Inseln zu bereisen, braucht man Erfahrung, Ausdauern und gute Karte. Dieser umfassende Reiseführer bietet 2 der 3 Punkte. Der Schneid liegt bei Ihnen. Gutes Gelingen. Ja nun. Oh, da glänzt was, da. I'd love to see the world. You will. What's that engraving there? For Beatrice. Ja, für Beatrice. Book of the Sea. Seemannshandbuch. Eine detaillierte Einführung in die Seefahrt und nautisches Wissen, die alles abdeckt, vom Knotenschlagen und Festmachen bis hin zu Karten mit Gezeitenströmen und mathematischen Tabellen für die Sternnavigation. Theorie und Illustration werden mit faszinierenden Geschichten von Seeleuten, die auf hoher See segeln, ergänzt. Dieses Buch wird dem Leser das Handwerk und das Material nahebringen, das für eine sichere Navigation auf weiten Gewässern benötigt wird. Mhm. Ja nun, das war's dann schon. Da hinten ist noch was, aber da kommen wir so nicht dran. Ah, da kommen wir hier rein. Das Lehrerzimmer, ja. The Legend of the Will-O-Wisp. Die Legende vom Irrlicht. Die Geheimnisse der Rocks. Die Laterne von Willow, oder besser bekannt als Irrlicht, treibt sich meist in der Nähe von Teichen und in den Sümpfen und Mooren von schönen Landschaften herum. Du klopfst, ich rede. Gelegentlich hat ein einsamer Reisender einen Blick auf diese bemerkenswerten leuchtenden Lichter in unseren Katakomben, auf Friedhöfen oder sogar zwischen unseren vielen Ruinen erhascht. Das Irrlicht sucht bevorzugt Gegenden einsamer Trostlosigkeit auf. Auf den belebten Straßen Londons wird man sein sanftes Licht nie entdecken. Sollten Sie jedoch auf Ihren Reisen durch das Land auf ein Irrlicht stoßen, haben Sie keine Angst. Diese fantastischen Kreaturen sind von Natur aus gutmütig und kapriziös. Zumindest sind sie das, wenn sie bei Tageslicht gesehen werden. Sobald die Sonne untergegangen ist und der Himmel sich verdunkelt hat, ist Vorsicht geboten. Das Irrlicht kann sich teuflischeren Beschäftigungen zuwenden. Man erzählt sich Geschichten von armen Seelen, die auf der Jagd nach dem verführerischen Schein ein böses Ende fanden. Es ist am besten, dem Rat einer älteren Frau zu folgen, mit der ich gesprochen habe. Nähern Sie sich einem Irrlicht nur,
wenn es einen zartblauen Farbton hat. Man sagt, dass das Irrlicht dann in Frieden ruht und dir keinen Kummer bereiten wird. Die einzige Methode, die eingekreiste Wörter, Teiche, Sümpfe, die Handschrift eines Kindes, Teufelstümpel. Okay. Ah, guck mal. And what do we have here? Ein Schlüssel. Für was auch immer. Wahrscheinlich für den Schrank. Beatrice Parker. Headmistress, I guess? And this must have been her office. Ja, da steht eigentlich nur ihr Name. So. Was sehr schön ist an sich, obwohl ich wohl mehr über sie... Okay. Das ist das mit den Irrlichtern. Kochplatte. Yeah, that's them all right. Cordelia Crine. And Nora Crine. Horses for sale. Dann gucken wir doch mal. Die Rocks Gazette. Die Ankunft der Crowns. Als Peter Crown in den vergangenen Winter unsere geliebten Inseln erwarb, dachte er gründlich über das Management seiner Vorgänger nach. Herr Crown erklärte, er wolle die Fehler der Vergangenheit beheben und bessere Zeiten für uns einläuten. Mr. Crown mag sich auf bessere Zeiten berufen haben, aber in Wirklichkeit ging es ihm um bessere Gewinne für Familie Crown. Nicht ein einziges Mal dachte er an die Inselbewohner, ihre Häuser, ihre Kinder oder ihre Zukunft. Die Hoffnungen, die wir hatten aufkeimen lassen, wurden an unseren felsigen Ufern zerschmettert. Die Mieten blieben zu hoch, die Löhne zu niedrig und die Mägen blieben leer. Mr. Crown verschwand zurück aufs Festland und wir mussten weiterleiden. Aber jetzt mit der überraschenden Ankunft von Mrs. Cordelia Crown und ihrer Tochter Nora haben die Rocks vielleicht endlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Frauen der Familie suchten Schutz vor dem heißen Sommer auf dem Festland und fanden Zuflucht am See bei der Lodge. Beide wurden beim Spazierengehen auf der Insel und beim Besuch unserer Einheimischen gesichtet. Nora hat sich sogar bei der Musiziernacht blicken lassen und wird voraussichtlich beim Sommerball auftreten. Ich möchte uns alle zur Zurückhaltung mahnen, um nicht zu viel zu erwarten. Die Geschichte hat gezeigt, dass sie sich wiederholt. Die Frauen der Familie könnten wie ihre Vorgängerinnen sich auf Kosten der guten Menschen diese Inseln bewohnen bereichern. Sie könnten die Zäune um die Lodge wieder errichten und uns von unserem angestammten Land fernhalten. Aber es ist schwer zu verhindern, dass in unseren Herzen wieder Hoffnung aufkeimt. Und vielleicht wird Nora Crown alles zum Guten wenden. Sommermusikfest. Das zweite Sommermusikfest der Saison wurde am vergangenen Samstag gefeiert. Die Feierlichkeiten begannen mit einer Predigt von Reverend Mr. Chester, die vor zahlreichen Zuhörern gehalten wurde. Anschließend sang der Frauenchor Kirchenlieder. Mr. Andrews, der geschätzte Organist, begleitet den Chor und spielte mehrere Solostücke. Viele der talentierten Jugendlichen von Rock Island unterstützten das Festival ebenfalls mit ihren Stimmen. Nach der Musik gab es ein ausgezeichnetes Abendessen, das von den Damen von St. Mary's zubereitet wurde. Pferde zu verkaufen. Frau Evanston bittet um die öffentliche Bekanntgabe, dass sie in Zusammenarbeit mit ihrem Schwiegersohn Fred Chrisman 3 Pferde versteigern wird. Bei den Pferden handelt es sich um schöne Tiere, die der Familie gute Dienste geleistet haben. Die besagte Auktion wird am 10. August um 10 Uhr auf der Farm stattfinden. Okay. Was hat sie geschrieben? Die Familie Crown hat diese Insel gekauft. Cordelia, Peter und ihre Tochter Nora. Sie verließen die Stadt auf dem Festland, um hier in der Wildnis zu leben. Aber vielleicht ist die Lodge nicht so wild wie das, was ich bis jetzt gesehen habe. Wo ist die Lodge?
Ja, die ist, glaube ich, unten am Strand. Das ist das Ding, was wir da unten gesehen haben, ne? Geht's hier weiter? Ja, ich glaube. Did you go to school there? I can read and write, but I didn't learn it at the school. I vaguely remember a village, an open fire, the smell of beer, and a man's voice teaching me how to read from a really thick book. Oh God, what's that? What? That! Ein Irrlicht? What are you waiting for? I need to see what that is. All right, I'm going. Wie war das, wenn das Baby blau ist? Können wir hin, ne? Hello. Oh God. Ich bin... I'm Riley. You can't be. I'm sorry. Why are you here? Oh, I don't know. I didn't mean to be here. I don't understand. I don't understand either. No, don't go! Well, that was rude. Who was that? Was that a ghost? Have you seen her before? Do you know her? Nope. Don't even remember her alive. This is so strange. Maybe she's not from the islands. Never knew there was another ghost. Ja. Das war, glaube ich, jetzt so ein Irrlicht. Wie war das? She seemed upset. Did I scare her? Well, you are very scary. Don't be daft. See? Very scary. I still think she was rude. You should find her. Talk to her again. Ja, wer weiß, ob wir sie mal finden, ne? Oh, bestimmt. Bestimmt. Eieieiei. Sie war auf jeden Fall nicht erfreut, dass wir hier sind. Oh my God, Josh. I'm so jealous. Is this where you've been hanging around? Well, it's an island. 3, actually. So, plenty of beaches to go around. Well, I think it's absolutely gorgeous. Sure, it's beautiful. You sound like you don't know a good thing when you see it. Well, I've seen it plenty of times. It's breathtaking, wondrous, awe-inspiring, monumental. You like words? I love words. So, Skizze. Was hat sie jetzt gemalt? Ah, okay. Das mit dem Geist haben wir gar nicht. War das gar nicht notiert? Nö. Möwen. Okay, dann gehen wir mal gucken. Hier sind ja mehrere Ruinen. Vielleicht finden wir da irgendwas. This house. It means something. Ethel. She lost her entire family to the fever. The tricks life plays on us. I'm sorry. Okay. Oh. Puppen. Ugh. This is the freakiest doll I've ever seen. Have a little respect. That is a beautiful doll. Was steht da? Tammy? Fanny. Is this actually a football? It looks ancient.
Die Leute hatten hier nicht so viel Geld. I remember those Sundays in the summer. Music drifting on the air, blended with children's laughter. Gucken am Ende aufs Bild. Kinderbett. Oha. Was haben wir hier? Feen des Feuers. Es war einmal eine Fee, die auf der Insel lebte. Ihre Flügel waren aus Feuer und sie waren so hell, dass jeder sie sehen konnte. Eines Nachts fing ein Mädchen die Fee ein und steckte sie in einem Gefäß, denn in der Nacht wurde es sehr dunkel auf der Insel. Die Fee weinte sehr viel und die Tränen füllten den Krug. So schwamm sie in ihren Tränen. Okay. Was haben wir hier? Henry? Das ist Henry. Liebe Pixie, ich bin so froh, dass du mir das Lesen und Schreiben beigebracht haben. Okay. Ich schreibe gerade ein Buch. Es macht mir viel Spaß. Ich mag Geschichten. Ich habe Fanny und Luisa daraus vorgelesen. Ich bin jetzt auch ein Lehrer. Ich habe Vater beigebracht, seinen Namen zu schreiben. Er ist wirklich gut. Danke, Hannah. Ja, dann mach ihn wieder raus und schreib ihn. Okay. So. Warte mal, was? Solche. Wie sind sie gestorben? Ah. Oh, das sind die ganzen Kinder, ne? Ich denke hier die ganze Zeit, was quietscht denn da so, aber das sind ja die über mir da. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Back at the school you said you wanted to travel, and you sounded sad. I'm not sad. What about your dream to travel? I used to think I was going to dance around the world. On every continent. In every country. I'd go and hug the land wherever I wanted to go. And dance in honor of it. I think that's cute. You don't think that anymore? I'm all grown up now, Josh. Why? You're not going to answer me? I did. Sort of. I shrugged. Like your shoulders? I can't see your shoulders. Why not? You're here with me. I mean, it's not like we're on the phone or anything. It sort of feels like it sometimes. I wish we were on the phone. Ich könnte. I could turn down the volume or text you. Text me? Never mind. Was ist eine SMS? Erstmal ins Klo gucken. Kann man hier überhaupt rein? I think you're incredible. Thank you. That's kind. How you handle this whole situation, it's pretty amazing. I should be afraid, I guess. But I'm not. I guess I don't truly believe it's real yet. All of this.
You. That's so funny. Last time I heard that, I fell off my dinosaur. Did you just make a joke? Terrible joke at that. This is hard. You try exploring an island with a roomie that won't shut up for a second. I am, actually, and it's not even my room. You call all the shots, I just have to shut up and sit it out? Never thought of it like that. You're probably right. Thank you. Haben wir hier noch irgendwo ein Haus? Wir gehen jetzt einmal die ganzen Ruinen ab und gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Von der anderen Seite, das sieht aus wie Milch. Milchkanister. Ah, guck mal. Oh, This is recent. You think there's a shepherd around still? These sheep don't need a shepherd. It's a breed that doesn't even need to be shaven. And you know this from looking at the bones? I know this because that's what the farmers used to keep around here. I was there. Oh, right. okay. Sind die alle verhungert, oder? Müssen die alle verhungern lassen? Nein! Fabi. Wait, do you hear that? No, what? Why can't you hear it? Are you sure? Yes, I'm sure. Kann ich hier irgendwie... Richtig, ich nichts gegessen vorher. Ja. Ja nun, ne? Kann man mal machen, Fabi. Kann man mal machen. Oh. Ah, der Pferdestall. Hier waren die Pferde drin. Das ist das Grundstück von denen, die 3 Pferde da verkauft haben, oder? Gehe ich mal stark von aus. Steht da oben was dran? Evanston Farm, siehst du? Was bist du hier? Oh, da ist noch mal eine Rolle. Another letter. Why does he keep hiding them? He should have sent them. 7th of May 1925. My sweet little Elfins. I always thought the lighthouse was the beacon that guided me to these islands' shores, but that was before I really knew the boy. Now I know it was always him. He led me here. Your old father needed someone to save. After all those I lost during the war, I needed to save a life. And then there was him. I can make a difference for him. So until he's safe, I remain on these shores, sending you all the love I have, your father. What boy? Did he have a son here?
Your guess is as good as mine. I take that as a no. So, dann gucken wir mal. Sieht nicht aus, als wenn wir da irgendwie dran kämen. Nee, ich dachte, wir könnten da vielleicht hochklettern, um da reinzugucken. Nun gut, dann lass uns mal da hinten die Rampe hochgehen, wo wir das Kinderlachen gehört haben. Müssen halt ein bisschen aufpassen, ne? Diese Dosen stehen halt ein bisschen versteckt an den Kanten. Ich glaube, wir müssen wieder über das Grundstück von denen da. Weil, wie bin ich denn jetzt hier, ne? Bin ich hier durchgegangen? Ja. Ah, Fabi, kann man ja mal machen, du. Was soll's? Da höre ich sie wieder. Oh, fuck. What's that? Hallo? Come on, honey. I want to drink this tea while it's still hot. Mom, did you know that Rebecca from the grocery store has seen a will-o-wisp? Has she? Have you ever seen one? No. Cheese or haddock sandwich? Cheese, please. Just maybe Daddy's turned into one. A will-o-wisp, I mean. Now you know that's not true. Daddy left. I know it's hard, but we have to accept it. Just maybe is all. I asked Miss Jessup about will-o-wisps, but she said they're poppycock. She said there are no such things as ghosts who drift along the marshes. And the sooner I let go of such romantic notions, the better. Oh, well, she might be right about that one. Riley! Riley! Are you okay? What the hell just happened? I'm not sure. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. I mean, you saw it too, right? I did. What was that? I don't know. I do remember that little girl, though. Pixie. Pixie. Always running around the islands looking for adventures. Discovering new clues to grand mysteries. Her words, not mine. That little girl. Dad abandoned her. You saw that, right? I did. Who does that? I wish my dad had left. Tell me about your dad. He was a brute. How so? I don't remember much. Just as vile. He was horrible. Ja nun. Oh, der Friedhof. Geht's dann hier gleich weiter? Nee. There was an epidemic. The fever. That's what killed Ethel's entire family. Must have been a nightmare. Those islanders who died from the fever during the epidemic. 1832. So viele Tote. Ich mag Friedhöfe wirklich nicht.
Ah, das Picknick. Ah, siehst du, ich mag Bier eigentlich so gar nicht. Aber aktuell habe ich auch Alkoholverbot. Na. Okay, die Kirche. Sind die alle am Leuchten? The graveyard. So many lives lost. All gone. This is valuable information, though. I know. We should take a look at these headstones. Father Thomas. Kann halt nicht alle lesen, ne? Oh, Nora Crown. Nora Crown. Doesn't that sound vaguely familiar to you? It does. Her name was in that newspaper article we found back at the school. Warte mal, hätten wir den Priester auch anklicken können? Weil wir den Namen da gesehen haben? Lass mal gucken. Nee, das geht nicht. Okay. Also, wir konnten Nora anklicken. Irwin. Ah, das ist die Mutter. Cordelia Crown. We know all about her. Ne, die liegen nebeneinander, ne? Hey, Dark. Callum Compton. Look at the date. 18th of June, 1833. Same as Cordelia Crown. You think there's a connection? It's possible. Wie, die sind beide am gleichen gestorben? Jo. Oh shit. It's Beatrice Parker from the school. That's so sad. Aha, Benjamin Parker. Wer bist du? Den hatten wir auch schon. Lass mal hier drüben gucken. Archie, that sounds so sweet. I have left the troubled ocean. That doesn't sound so sweet. Da fehlt noch jemand. Ah, wir haben ja noch ein paar Gräber. Jeffrey Beyer? Oh, I remember him. Bad news, that guy. How so? Smuggler, I think. Ein Schmuggler. Hey, Honky. Hey, Dark. Hab ich schon gesagt, ne? Softly at night, the stars are shining on you. Ethel. She lived so much longer than her family. She was so strong. I don't know how she managed. Dylan Sprouse. A constable? Didn't know the islands had a police force. Neither did I. Okay. Look, it's Terence, the baker. He never left. Naja, kann man sehen, wie man möchte, ne? Also er hat schon verlassen, aber auf eine andere Art und Weise. Da waren wir schon.
Gruff. Died in 1944. That's late. Okay. Sind das hier die letzten, die hier gestorben sind? Scheint so, ne? Wir waren noch nicht in der Kirche. Lass uns mal in die Kirche gehen. Bei Alk kommen sie alle. Zufall? Ja, komisch, ne? Ist das das neue WoW-DLC, wo alle tot sind? Grafik würde passen. Dark. Ich spiele heute gar nicht WoW. Here's another one. Let's play it. I like listening to her voice. I'm such a silly goose sometimes. Thought the evil spirit wouldn't follow me into a church. Shut up! Maybe I've seen too many movies. God, if you're listening, this spirit is evil. Hear me? Evil. Yes, I'm talking about you. I hear him all the time. Sometimes I wish I had gone back with the others. At least I could have talked to a psychiatrist or something. Now it's just me and him. Stop! These people you talk about, they've been dead for so long. Why does it matter? I don't understand any of it. I don't care about Cordelia Crown or why she thought she needed to confess. I want a bit of peace in my head. Yes, you gave me Seabrook. But you want me to stay on that beach forever? But why? Yes, I'm listening. Father Thomas, yes. He's the one that taught you to read, I remember. So he was here when it all happened. Was she talking to you? Not as far as I know. Father Thomas. You think he knew me? Maybe he taught you how to read. Komische Sache. Hier ist nix. Who's it from? Pixie. The little girl? I guess she grew up. Na, gucken wir doch mal. Liebe Freunde, für immer werde ich mich an meine Mutter erinnern, wie sie als junge Frau am Rande der Klippen stand, ihren stählernen Blick auf das Meer gerichtet und auf die Rückkehr meines Vaters wartend. Mit großem Kummer im Herzen musste sie das Warten schließlich aufgeben, aber sie hat ihre Liebe zu unseren Inseln nie verloren. Meine Familie ist auf ewig mit diesem Ort verbunden. Vielleicht erinnern Sie sich an meine Mutter Nora als jemanden, auf den Sie immer zählen konnten, wenn es darum ging, sich um Ihre Kinder zu kümmern, eine fiebrige Stirn abzuwischen und ihnen einen Brief vorzulesen. Sie war so gut und so freundlich wie nur irgend möglich. Ich kann nicht ausdrücken, wie tief mein Verlust ist. So wie meine Mutter den Verlust meines Vaters nie überwinden konnte, so habe auch ich nun ein bleibendes Loch in meinem Herzen. Liebste Mutter, ich hoffe, du hast den Frieden gefunden, von dem ich weiß, dass du ihn in diesem Leben nie gefunden hast. Und ich hoffe, du schaust auf deine geliebten Inseln herab und lächelst. Ich werde dich immer lieben. Deine geliebte Tochter Pixie. Und deine... Okay. Seid lieb zueinander. Kinders. Cordelia Crown. Oh. What? What does it say? Did she come to the priest? Shh. Trying to read, Josh. 10. September 1830. Zu meiner völligen Verblüffung kam Mrs. Cordelia Crown mitten in der Nacht zu mir. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meine Tür geweckt. Da stand Mrs. Crown in ziemlicher Aufregung. Sie verlangte, dass ich ihr die Beichte abnahm und wollte nichts von meinen Einwänden wegen der späten Stunde wissen. Das Geständnis, in das ich eingeweiht wurde, war mehr als bemerkenswert.
Sie könne die Last des schrecklichen Geheimnisses nicht mehr tragen, sagte sie. Aber keine sanftmütige Dame, wie Mrs. Crown es ist, könnte jemals für irgendein Fehlverhalten verantwortlich sein, geschweige denn für die Schandtaten, von denen sie sprach. Leider fürchte ich, dass sie dem Fieber bereits verfallen ist. Ich hoffe aufrichtig, dass ihr Wahn im Morgengrauen verschwunden sein wird. Was ist so schlimm, dass man das beichten muss? Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt noch was. Haben wir noch überhaupt irgendwas übersehen? Ach Gott, noch ein Buch, oder? This is about Beatrice, from the school, a cornerstone of this community. Vorbereitung der Messe. Im Gottesdienst muss ich daran denken, das Kirchenpicknick nächste Woche anzukündigen. Und vor allem darf ich nicht vergessen, die Eröffnung der Cordelia Crown Grundschule anzukündigen. Ich werde mit dem Organisten darüber sprechen, ob die Kinder ein Lied zu Ehren von Miss Beatrice Parker singen können. Frau Parker hat sich um unsere Gemeinde sehr verdient gemacht, wenn man bedenkt, dass ohne ihren Einsatz so viele unserer Kinder nicht lesen und schreiben könnten. Jetzt haben wir unsere eigene Schule und sie kann alle unterrichten. Das ist ein Segen. Aber mehr ist da nicht. Von vielen verehrt. Okay. Ich glaube, irgendwas haben wir irgendwo mal vergessen. Da fehlt, glaube ich, irgendwo was. Da geht's weiter. I'm glad we're out of there. You don't like churches? I don't like graveyards especially. Did you go to church? It was never about going to church. More about a sense of community. Everybody was always there. Even Cordelia Crown and her daughter Nora. Did you ever meet Nora? Probably. But I can't be sure. Are you ever sure about anything? Are you frowning? What? Why? I can't tell if you're annoyed. I can't see your face. I'm not annoyed. It's my head. You're talking at full volume here, and I can't turn you off. And don't say you're sorry. Ja, nun, ne? Schon. Er redet halt doch schon, ne? Die ganze Zeit. Oh, das ist ein Schiff. They say that when you're still and you listen, you can hear your soul. They do? They do. Josh, are you my soul? Talking to me? You don't think I'm real? We've found no evidence of your existence here. But I know things. Things you don't. You're probably right. And I'll try harder to remember things. That's sweet. Thank you. So. Ne, sie zeichnet alles, ne? Na, wir gehen hinten hoch. Wieso baut man ein Haus auf so einem Ding? Ja nun, ne? Willst du, das Dixie ist unten? Ah, ganz schön weiter Weg, wenn man auf den Bottich muss. Muss ich ja mal sagen. Oder nicht? Ich würde schon sagen, ne? Das ist ein weiter Weg. So. Josh, it's happening again.
ever send them? They're meant to live here with me, not go out into the world. Letters are meant to be read. Maybe, my boy. And then again, maybe letters are just meant to be written. Huh? I don't understand. My girls, they're happier without me. No? They have lives, loves. I'm a sad old man who's seen more death than I care to share. And these hands, I killed with them. Can't wash that war away, no matter how many years at sea. But those hands, they've also healed. Healing doesn't make up for the taking of a life. There's no return from that. Why write it all then? I love my daughters. Think about them all the time. And I suppose I want to remind them and myself of all the good parts. There's no sense to it. But it works for me. They have a new family now, and I have you, no? Lord knows you need someone to take care of you. Let's go find a spot for this one, my boy. What about 3 sisters? 3 sisters. Yes, that works perfectly. Scruff. That was Scruff. Exactly like I remember him. I didn't see you. You weren't there. I was already dead. You were in his head too. Okay. Okay, der Mann hat ihm also wohl das Lesen und Schreiben beigebracht. Zeige mal. So, gucken wir mal, was wir hier haben. September. Und ja, du hast recht, Hotte, hey. My sweets, as you've probably heard, war has struck again. We humans never seem to learn from our mistakes. During the First War, I was a medic, and my mission was to save the boys. But there were so many I couldn't help. Sometimes I had to make a choice over who should live and who should die. I essentially killed one to save another. The smell of death, the bodies, the blood, the screams of agony. They never let you go. I wish I could imprint all that upon these young boys who are enlisting. Their lives are never going to be the same. I cannot make them see. Instead, they're filled with excitement for the adventures they believe are ahead. I know no way to help, so I take them. My boat and I deliver them to the front line. My friend Carrie told me the myth of Carol, the ferryman to the river Styx. I feel like I too am delivering these boys to the underworld. All I can offer is a safe passage, but I cannot save them. In these dark days, I don't know if I can save Josh either. My head is a swirl, and I'm no closer to having an answer. That boy is my heart, and I have to help him. I'm so sorry to have written such a grim letter. I only make it through these times knowing you are in the world, your loving father. Ready or not, he could have ended this. He didn't have a choice. No, he didn't. He should have faced his kids, shared his sorrow. Ausschnitt. Murder? Here on the islands? Oh my god. Josh, look! That's your name. Der Mord in der Schwarzen Glocke. Am späten Dienstagabend kam es im Gasthaus Schwarze Glocke zu einer Tragödie. Als George Smith von einem Unbekannten brutal erstochen wurde,
George, 32 Jahre alt, war Gerüchten zufolge in Schmuggleraktivitäten verwickelt und die Schwarze Glocke wurde oft als Umschlagplatz für Schmuggel angesehen. Ja, hab schon gesehen, dass du im Umzugsstress bist. Wie läuft's denn? Ich hoffe, alles gut. Ja, ansonsten eigentlich ganz gut. Ein bisschen müde, wie immer. Und selbst Zeugen bestreiten solche Behauptungen. George hat einfach zu viel getrunken und jemanden angeschrien und plötzlich war da ein Messer, sagte Josh. Auf Befragen fügte er hinzu, ich konnte nicht sehen, mit wem Josh kämpfte. Die Beleuchtung in der Schwarzen Glocke ist nicht besonders gut. Callum, der ebenfalls am Tatort war, fügte hinzu, die Schwarze Glocke zieht vielleicht einige zwielichtige Leute an, aber die meisten von uns sind aufrechte Bürger in unserer Gemeinde. Ich bin sicher, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird und ich hoffe, dass sie den Täter bald finden. Alle Gäste der Schwarzen Glocke stimmten dieser Erklärung zu und erhoben ein Glas auf George. Constable Sprouse sagt, er habe keine konkreten Hinweise und die Ermittlungen würden fortgesetzt. So. Achso. Die Rückseite ist nicht zu lesen. In der Schwarzen gab es eine Menge Ärger. Mhm. Do you know who this is? Archibald O'Sullivan. We called him Archie. A gardener. At the lodge, I think. Ah, okay. These are beautiful pictures, but why did he put them up here? He must have found something there. Land's End. Okay, ein Baum. Why did he think that place was so important? What happened there? Stillwater Cove. Ja, hast es ja bald geschafft. Hoffen wir es, dass alles gut läuft. That's not Scruff's handwriting. Where'd he get these notes? Is this about you? Wie es scheint, hatte ich recht und er hat Schmugglerware auf die Insel gebracht. Zudem scheint er dies im Dienste der Crowns getan zu haben. Die meisten Inselbewohner scheinen das zu wissen und es kümmert sie nicht im geringsten. Selbst Constable Wilford drückt ein Auge zu und hat mir sogar gesagt, ich solle meine Ermittlungen einstellen, wenn ich meinen Job als Special Constable behalten wolle. Damit befinde ich mich in einer äußerst schwierigen Situation. Anderen, wo hat er die? Do you see that date? June 18th? I'm sure I've seen it before. Mr. Callum Compton stirbt. Big Rock. Ach, die Einwohner von Big Rock Island trauern um Mr. Callum Compton, der heute bei einem Feuer in der Lodge ums Leben kam. Mr. Callum Compton wurde auf Dark Rock Island geboren und lebt dort sein ganzes Leben lang. Mr. Compton hinterlässt seiner Nichte Pixie. Am Sonntag, den 23. Juni, findet in der Kirche ein Gedenkgottesdienst statt. Okay. A receipt for bottles. That name Compton. We've seen it before. In the graveyard. Callum Compton. Mr. Compton bestätigt den Empfang von 12 Flaschen von Mr. Barlow, 22. August 1819. Nach dem Verkauf der besagten Flaschen wird Mr. Compton an Mr. Barlow 10% der Verkaufssumme auszahlen. Okay. He missed his girl so much. Then why didn't he go home? I know this picture. It was at that first cabin we found. Carrie's, yes. That's her.
And that's Scruff. Thick as thieves, those two. Es sind Momente der Freude, die das Leben besonders machen. Wir lieben Carrie. Carrie was feeding him. Let's say they fed each other. He'd go fishing or hunting boar. Sauerkraut. Ich denke, das muss ich nicht übersetzen. No label, no nothing. Was he making his own liquor? No, they look older. At least 19th century? I really don't get why he buried his letters in these. His daughters probably thought he was dead. And he liked it better like that. Teedosen. Du musst alles etwas. Was ist denn die deutsche Übersetzung von Sauerkraut, Honky? He never finished this one. Must have died suddenly. From a broken heart. Literally. His heart failed. Still, he refused to leave me. I'm sorry. Meine liebsten Alice, Emily und Jane, ich habe heute einen jungen Tümmler gesehen. Er sprang mit solcher Freude durch die Wellen, so frei. Und ich dachte an euch, meine Töchter, und ich erinnere mich an die Tage, bevor ich wegging. Ich erinnere mich an die Freude darüber, dass eure winzigen Finger die meinen umschlossen. Ich erinnerte mich an eure wilden Locken, die flogen, als ich mit euch Fang spielte. Ich erinnere mich an euer quietschendes Lachen, dieses Lachen. Natürlich seid ihr jetzt erwachsene Frauen. Vielleicht habt ihr sogar schon eigene Kinder. Aber für mich seid ihr immer noch kleine Mädchen mit dem gleichen wilden Temperament. Wie dieser junge Tümpler, der im Wasser tanzt. Ich habe den Tümmler gesehen, als ich mit meinem Freund Josh auf dem Boot unterwegs war. Ich habe in meinen anderen Briefen von ihm gesprochen. Wir segelten zu der Insel, die als Dark Rock bekannt ist. Es ist ein wunderschöner und rauer Ort. Ich wünschte, ihr könntet ihn sehen. Josh hat mir erzählt, dass es zu seiner Zeit ein todbringender Ort war. Dennoch konnten sie ihn nicht davon abhalten. Das weiß ich halt auch nicht, darum. Okay. Sauerkraut. Jetzt weiß es Honky. Alright. Letzte auch, ne? Everything in there. It's as if he was conducting his own investigation. You mean I've been through this before? I think Scruff was looking for you in the history of these islands, yeah. Why am I still here then? Maybe he died before he could finish it? The pictures and the drawings. Do they mean anything to you? What do you mean? That frame with the photo in it. The same one we saw at the other cabin. Wild Rose Cabin. That was Scruff, wasn't it? Yes, with Carrie. The very last one off the islands. They were very close. Not like lovers or anything. Maybe they were, but he didn't tell you. I doubt that. They just found each other and they stuck together. So, Scruff lived here mid-20th century. And he investigated your death. My death. I don't like it when you say it out loud like that. I know this isn't an easy topic for you. We have to think about what that means. It means that not everything I remember happened when I was alive. And that there may have been others that you could talk with. We should find them. Wir sollten sie finden. Okay. Ah, guck mal, das haben wir jetzt noch gemalt. Das sind seine Kinder.
Na dann, gehen wir weiter. Wie kommen wir denn jetzt da? Hier lang, ne? Wir waren ja schon auf der anderen Seite, jetzt laufen wir hier runter. Ja, guck mal, da sind wir schon, das nächste Gebäude. Da hinten hat man auch die anderen beiden Inseln gesehen. Ist ja eigentlich eine Map? Nee. Ein Strandhaus. Josh? I have a little confession to make. I'm actually glad I met you. Oh, all right. I think you just made me blush. Ein Wasserhahn? Ach, guck mal, da ist eine Karte. Ich dachte, die malt jetzt die Karte richtig auf. Verdammt. War wohl nix. Na gut, fangen wir hier an. Is that hair? Yes, to remember the deceased. So you'll always know where to find me. Who's it from? It doesn't say. Doch, steht doch hier, Pixie. Du wirst also immer wissen, wo du mich finden kannst. Is she crying? She looks sore, all right. Maybe she's angry. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Tagebuch. Whose journal is this? Nora. That's Pixie's mother. Yeah, the woman from the picnic. And from the eulogy in the priest's notebook. Remember? Mhm. Wie soll man anfangen? Wir haben heute Mutter und Callum beerdigt. Ein schwerer Tag mit mehr Trauer, als man verkraften kann. Und doch leuchtet die Sonne weiter. Obwohl es Juni ist, habe ich an Komplettes Spiel. Egal. Komm, du trüber Dezemberwind und puste die trockenen Blätter vom Baum. Dieser Refrain wiederholte sich im Rhythmus meines klopfenden Herzens, als wir Cordelia Crown zur Ruhe legten. Sie und ich hatten unsere Meinungsverschiedenheiten und unseren Kummer, aber ihre Liebe und Hingabe zu Pixie kann ich nicht bestreiten. Sie hielt das Mädchen in den Armen, als sie weinte. So viel Schmerz für eine so kleine Person. Aber wir überstehen es. Was anderes können wir nicht tun. Natürlich bleibt die Frage offen, warum Callum und meine Mutter zusammen in der Lodge waren. Was hatten sie miteinander zu tun? Man wird die Wahrheit vielleicht nie erfahren, aber man kann darüber spekulieren. Geheimnisse halten die Toten im Gedächtnis. Sie bleiben lebendig, während wir verzweifelt versuchen, ihre Geheimnisse zu ergründen. Aber ich höre Pixie und ich muss mein süßes Mädchen trösten gehen, Nora. Liebevollen Gedenken an... Gestorben 18. Juni. Gegangen, aber nicht vergessen. Grausam ist das zarte Band zu brechen. Von Herzen, die die Liebe kennen und endlich schwer, die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer trennen. Ach, Liebste, will dich niederlegen, friedlich in dem Grab geborgen, für Andenken und der Ehren wegen, bis wir dein himmlisches Antlitz schauen. Okay, das ist hier nochmal der Bericht von dem Feuer, ne?
Das sind nur die beiden Sachen. Genau. Ah, guck mal, das sind dann... Na? Oh, ich dachte schon, ich bin verbuggt. Na dann. She was married. Always. My love. That sounds nice. I'd like that. Always. Für immer meine Liebe. 15.10. Was ich hier nicht alles finde. Coleridge. His words get me every time. I wandered lonely as a cloud. That floats on high o'er vales and hills. That's Wordsworth. I like him better. Der Reim des alten Seefahrers in 7 Teilen. Einen alten Seemann gibt's, der hält von dreien einen an. Was will dein glühender Aug von mir, graubärtiger alter Mann? Macht Hochzeit doch der Bräutigam, nah sind verwandt wir beide. Das Fest beginnt, versammelt sind die Gäste ringsum Freude. Er hält ihn mit der dürren Hand, war stattlich eins und groß. Ein Schiff, lass los, du alter Narr. Stracks ließ die Hand er los. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben ja alles, ne? I remember Nora on that beach, with her daughter Pixie. It was their home. What are you thinking? It's so weird that you're in my head, but you can't know what I'm thinking. You should be glad. So, what's on your mind? Did you read the journal? You know I did. When she talked about her mother's death, she sounded so composed. When my mom died, my heart was ripped out of my chest. I choked. Couldn't eat or sleep. Could hardly breathe. I'm sorry to hear that. Shit happens. Point is, what happened between them? Hang on. Pixie. She's Nora's daughter. And Cordelia Crown is Nora's mother. So Pixie, She's the granddaughter of Cordelia Crown. the girl's a crown. Mhm. Mal eben. Geht's hier noch weiter? Nee. Ach, hier. Ich dachte gerade, worum geht's denn hier nicht weiter? Okay. Oh, da ist schon wieder eine Dose, seht ihr? Oh. Da stand eine Dose, da müssen wir gleich nochmal hin. I love you, Tig. You know that. You and me, we're both fighters. So you're gonna have to be strong without me. You're gonna have to keep watch. Make sure no one enters this beach without me knowing about it, okay? Might be Daddy. And I might not be here. And I can't miss him. I can't not talk to him, or he might leave again. But if I tell him I love him, if I tell him I'm sorry, then he'll stay.
I know he will. Okay, Tig? I'll be back before nightfall, so you're not alone. I know you're scared of the dark. Oha. Kann ich hier noch mal raus? Ich würde ganz gerne... Wo war die Rolle? Da. First of July 1941. My sweet Elfins. Today I found a letter from a young girl called Pixie, whose father left the islands many years ago. She's filled with longing and searches for him continuously. How her story broke my heart. Have I caused you, my daughters, such immense sorrow? Am I the cause for tears? I too sailed away and left you behind. Know that leaving you was the hardest thing I've ever done. Know that my love for you is the one thing that keeps me strong. There's nothing I can say to make it right. I just hope you forgive me. And in truth, I hope you have forgotten me, so that I do not bring you such sorrow. Your loving father. I don't believe this guy. He's a man with regrets. Unable to fix his mistakes. You like him? I get him. So, da gucken wir mal in diesen Unterschlupf. Hier hat die sich versteckt, ne? Oh. Why did she keep these here? Why not back at the house? My bet is she didn't want Nora to know. Gucken wir uns am Ende wieder alles an. Is this a backpack? Shoulder bag, used specifically when hiking. Looks like she did a lot of that. Kann ich den öffnen? Nö. I used to draw maps like these, of imaginary worlds with fairies and mermaids. Why did you stop? I had to grow up. I had to grow up. So. Schwarze Glocke. Okay. Oma. Pferde. Schafe. Leuchtturm. Mama. Meine Höhle. Ah, okay, wir sind hier. Josh, it's Tig. She loved that stuffed animal so much. I had a soft dog like that. I would hug it every night, needing its little head on my chest to fall asleep. I still have it on my boat. Haben wir gesehen. What was she looking for? Oh, I love this. I wish I had a necklace like that. Maybe someday, when you're all grown up. Ja nun. Die drei Schwestern. Notizbuch. Oh, this is interesting. She really did picture herself as a true detective. 14. September. Ich war heute wieder in Little Rock, wie ich es liebe, am Ufer entlang zu laufen. Ich habe 3 wunderbare Muscheln gefunden, Aber dieses Mal war ich geschäftlich dort. Gespräch mit Mr. Coxwell. Ich wollte mit ihm allein sprechen. Also traf er sich mit mir in Little Rock in der Nähe von Land's End
wo uns niemand sehen konnte. Er versprach, Mutter nicht zu sagen, dass ich unbeaufsichtigt kam. Notizen, die ich während meines Gesprächs gemacht habe. Laut ihm hat mein Vater die Insel geliebt und meine Mutter auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das nur sagt, damit ich mich wohler fühle. Zweitens, er sagt, er wisse nicht, warum mein Vater gegangen sei, aber er deutet an, dass mein Vater vielleicht in etwas verwickelt war, in das er nicht hätte verwickelt sein sollen. Mehr wollte er nicht sagen. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen müssen. Vielleicht eine Reise nach Darkroad. Dort gibt es Geschichten über alte Piraten und Schmugglerbanden. Er sagt auch, dass mein Onkel meinen Vater viel besser kannte als jeder andere. Ich verstehe nicht, warum Onkel Callum dann nicht über meinen Vater sprechen will. Ist er traurig oder weiß er mehr, als er sagen will? Morgen fahre ich nach Darkroad. Es ist mir egal, was Onkel Callum sagt. Wenn Darkroad kein Ort für eine Dame ist, hätte er mir den Feenstab nicht geben sollen. Ich bin eine Detektivin und es muss dort einen Hinweis geben. Also muss ich gehen. Ich muss nur sicherstellen, dass niemand sieht, wie ich in den See steche. Sonst sagen sie es Mama oder Oma. Ja. So ein Unsinn. Aha. Hat die kleine Detektiv gespielt, She ja? reminds me of you. She's nothing like me. Also die Wege hier sind ja schon, ne? I just don't understand why she kept looking for her dad. Because she believed in him. Isn't there anything you ever believed in? With your whole heart? I believed in Santa Claus, and he never came after my mom died. Oh my god, it's her! Hi. Why are you here? Oh, hello to you too. I saw you leaping about on the beach. Why? A storm dragged me here. I didn't choose this. You could have left by now. You don't carry any sleeping bags or bedrolls. You're not prepared for this. What are you plotting? I see. You expect answers. Let me ask you a question instead. Who are you? Why, Beatrice Parker, Aus der From Schule. the school? head mistress. Look, I don't know the right or wrong of this, but I need to figure out how I can help this ghost that's stuck here. And maybe, just maybe, you can help me. Or a ghost yourself, also stuck. I don't see a ghost. He's not here. Are you denying the words you just said? He's invisible. So you're imagining him. Okay, stop. Can you help me help him? I think I need to find Nora Crown. She's dead, honey. I know that. It's about the Crown family. I want to know about them. But if it's their home you're looking for, you should try the lodge on Little Rogue. Thank you. One word of advice. Don't trust that ghost of yours. I used to know everybody here. And I've never heard of him. Goodbye. Bye. Gut. Sie hat gesagt, ich soll ihm nicht trauen. So, wie kommen wir an diese Hütte? Einmal rumlaufen, wa? Wahrscheinlich. Well, at least this time she said goodbye. She's not making much sense, is she? Yeah, like, why shouldn't I trust you? I didn't even tell her your name. She can't know you. She must really not like me. Why is that? You didn't pee in a letterbox, did you? What? No! Riley, I swear.
You're as mad as a hatter. Good. I like it better when you're laughing. Who says I'm laughing? I can hear it in your voice. Now, how do I get to Little Rogue? Ach, wir sind wieder hier. Oder? Hallo? Ich hätte gern ein Boot nach drüben. Können Sie mir helfen? Ach, scheiße. Oh, ist das hier das Gefängnis? Das sieht so aus, ne? Callum Compton. That's Pixie's uncle. What the hell? He was a crook? Lesen. Ach ja, das war die Kneipenschlägerei, ne? Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, sich mit dem Opfer wegen eines Würfelspiels geprügelt zu haben. Während des Spiels beschuldigte Mr. Compton Mr. Clinch Jr. des Betrugs. Es konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass Herr Clinch betrogen hatte, denn sein Vater, Herr Clinch Senior, war Zeuge des gesamten Spiels. Ja, ist klar. Laut seinem Vater war es Mr. Compton selbst gewesen, der betrogen hatte. Als Mr. Compton erkannte, dass es für ihn keine Möglichkeit gab, das Spiel zu gewinnen. Die Aussage von Mr. Clinch Senior wurde von Mr. Thaddeus Cook, dem Besitzer der schwarzen Glocke, bestätigt. Strafe: Mr. Compton wurde zu 2 Wochen Gartenarbeit im Dienste der Familie Clinch verurteilt. Was haben wir hier? Schlägerei. Nochmal. Heute kam es in den Docks zu einer heftigen Schlägerei, nachdem Mr. Compton der Zugang zum Entladen der Ladung von Mr. Watson Fischkutter der Nimrod verweigert worden war. Mr. Watson behauptete, Mr. Compton stecke mit Mr. Shaw, den Kapitän des konkurrierenden Kutters vor allen Dingen, der Flying Spur unter einer Decke. Mr. Watson beschuldigte Mr. Compton, die Abfahrt der Nimrod mehrfach absichtlich sabotiert und dadurch verzögert zu haben. Der Grund für die Sabotage war laut Mr. Watson, dass Mr. Shaw vor Mr. Watson die reichsten Fischgründe der Rocks vor der Küste erreichen wollte. Zeugen beschrieben vor allem Comptons wütendes Auftreten und nannten ihn eine wilde Bestie, die zum Wohle aller in Ketten gelegt werden sollte. Straße: Herr Compton wurde der Zugang zu den Docks für 1 Monat und der Zugang zu Nimrod dauerhaft untersagt. Illegale Destillation hochprozentiger Spirituosen. Aha. Gestern habe ich Mr. Compton wegen illegaler Destillation von hochprozentigen Branntwein verhaftet. Vor dieser Verhaftung fing der Destillierapparat von Mr. Compton jedoch Feuer und die kleine Hütte, die für die besagte illegale Tätigkeit genutzt wurde, verbrannte zu Asche. Strafe: Herr Compton wurde vor Gericht gestellt, kam aber lediglich mit einer Verwarnung davon, da es keinen Alkohol gab, der die Schwere der Anklage hätte belegen können. Illegaler Wildereiversuch. Ach du lieber Gott. Der Angeklagte wurde der illegalen Wilderei auf dem Grundstück der Familie Griffiths für schuldig befunden. Auf Antrag von Mrs. Griffith wurde Mr. Compton ohne Anklageerhebung freigelassen, unter der Bedingung, dass er verspricht, in Zukunft nicht mehr in diesem Gebiet zu wildern. Mrs. Griffith war bereit, zu Ehren von Mr. Comptons Mutter und ihrem Freund die beiden Wildern zugunsten ihrer Söhne ums Leben. Was? Nochmal. Mrs. Griffith war bereit, zu Ehren von Mr. Comptons Mutter und ihrem Freund, die beim Wildern zugunsten ihrer Söhne ums Leben kamen, Gnade walten zu lassen. Okay. Der Angeklagte wurde auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, einen Beutel Tabak aus Mr. Bakers Lebensmittelladen zu stehlen.
Strafe. Der Angeklagte wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 12 Pence an Mr. Baker verurteilt. Da der Angeklagte nicht über dieses Geld verfügte, einigten sich beide Parteien auf eine monatliche Zahlung von 2 Penny. 2 Pence. Alter Schwede. Stolper beim Lesen, ne? Ein gutes Herz wurde eiskalt. More of these bottles. Contraband. We were all distilling it. Liquor? Whiskey. Wir haben alle gebrannt. Whisky. Oha. Is this Archie? Archibald O'Sullivan, yeah. I didn't know he had a record. He was a criminal. I wouldn't say that. Gucken wir mal, was steht denn da? Öffentliche Trunkenheit in Stillwater Cove. Mrs. Betelbert berichtete, sie habe gesehen, wie Mr. O'Sullivan in stark alkoholisierten Zustand in der Stillwater Cove herumstolperte. Sie berichtete mir dies mehr aus Sorge als aus Ärger. Sie bestand darauf, dass ich dies in meinem Bericht erwähne. Als ich mich auf die Suche nach Mr. O'Sullivan machte, lag er weggetreten in seinem Boot. Strafe: Herr Sullivan wurde ohne Anklage freigelassen. Trunkenheit im öffentlichen Raum in der Schwarzen Glocke. Mr. O'Sullivan wurde heute aus der Schwarzen Glocke geworfen, weil er zu betrunken war und die Gäste zu belästigen begann. Strafe: Herr Sullivan wird der Zugang zur Schwarzen Glocke bis auf Weiteres verwehrt. Heute am 29. Januar habe ich den Leichnam des verstorbenen Herrn Archibald O'Sullivan in meine Obhut genommen. Der Verstorbene war 58 Jahre alt. Als Todesursache wurde der Tod durch Alkoholvergiftung festgestellt. Der Verstorbene wurde in Stillwater Cove in der Nähe seines Bootes treibend aufgefunden. Es gab keine Anzeichen auf einen Kamm. Ausführender Beamter. Feuer auf Little Rogue. Ein Feier. Alter, sprechen, ne? Warte mal, ich muss mal was trinken. Mann. So, und weiter. Ein Feuer zerstörte die Macht mit dir ist. Ja, danke. Ein Feuer zerstörte die Lodge, das Anwesen der Familie Crown, das sich in Little Rogue befindet. 2 Personen kamen bei dem Feuer ums Leben. Mrs. Cordelia Crown und Mr. Callum Compton. Beide Leichen wurden im oberen Salon gefunden. Es ist unklar, was Mr. Compton in den Räumlichkeiten zu suchen hatte. Eine Untersuchung ergab keine stichhaltige Ursache für den Brand, was auf Brandstiftung schließen lässt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Tür des oberen Salons von außen versperrt war. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Derzeit ist der einzige Verdächtige Mr. Cook, da er und Mr. Compton eine lange Vorgeschichte gewalttätiger Auseinandersetzungen haben. Okay. Ja, der eine ist... Ja, der eine hat sich tot getrunken. Na, guck mal, Handschellen, der Knüppel. Josh, look. Pages have been torn out. Scruff. Yeah. This is where he got those notes from. From Constable Rose. Noch mehr lesen. Yeah. Dylan Spaß. Da Constable Wilford kein Interesse daran gezeigt hat, eine Untersuchung der Schmuggelaktivitäten einzuleiten, habe ich es auf mich genommen, dies zu tun.
Mein Verdacht begann, als ich die gleichen Flaschentypen auftauchen sah. Diese Flaschen stammen aus keinem Geschäft, das sich auf den Rocks befindet. Der Inhalt dieser Flaschen war immer derselbe, hochprozentiger Schnaps, der angeblich legal vom Festland importiert wurde, aber ich habe keinen Beweis dafür gefunden. Mein erstes Ziel ist es, den Ausgangspunkt für die Einfuhr auf diese Insel zu finden. Aufgrund der vielen Felsvorsprünge unter Wasser, die die Annäherung von Schiffen unmöglich machen, gibt es nicht viele gute Anfahrtsmöglichkeiten. Die Docks sind eine denkbare Variante, aber es wäre zu einfach, dort die Schmugglerware zu entdecken. Inspektor Hotte schlussfolgert, der Tote hat vollgesoffene Männer über den Kopf. Über den Kopf gekriegt. Ja, mal gucken. Mal gucken. Eine andere Möglichkeit wäre die Halbinsel vor der Darkrock. Allerdings ist die gesamte Halbinsel von messerscharfen Felsen umgeben, die aus der Bucht herausragen und jede Landung von größeren Schiffen zu einem Himmelfahrtskommando machen. Es gibt auch einen kleineren Durchgang, der tiefer in die Insel hineinführt, aber er ist viel zu eng, um ein Schmugglerschiff Zugang zu gewähren. 29. Oktober. Endlich hatte ich Zeit für einen Besuch in Dark Rock. Ich unterhielt mich mit Thaddeus Cook, dem Besitzer der einzigen Taverne von Dark Rock, die Schwarze Glocke. Obwohl Mr. Cook jede Beteiligung an derartigen Aktivitäten bestritt, konnte ich nicht umhin, etwas an seinem Verhalten zu entdecken. Für einen Mann, der von der Polizei verhört wird, wirkte er auf mich übermütig, ja sogar dreist. Okay. So, ich glaube, wir haben dann alles. Oder ist hier noch was? Nee, ne? Is it me, or did the sea level drop? It's low tide, yes. If only I could talk to that constable. I wish we could, Annie. Was? Right? Der hat mich gerade Schatz genannt. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich jetzt auf die andere Seite? Ach, von der kam ich gerade. Guck mal. So. Wir müssen, glaube ich, auf die andere Insel, ne? Thank you. Josh, is it? Yes, Miss Crine. You grew up here, on the islands. Oh, yes, Miss Crine. We've been here for generations. That sounds lovely. I think the islands are the most beautiful place I've ever seen. Me too. Of course, I've seen nowhere else. But in truth, I've never wanted to. Oh, there is a blessing in this gentle breeze that blows from the green fields and from the clouds. You have a way with words, Miss Crine. Oh, Wordsworth definitely does. He goes on, and from the sky, it beats against my Better cheek. be careful, Miss Crine. These waves have a mind of their own. Yes. I feel Wordsworth today. It's as if the sky itself is aware of how happy this place makes me. I can see why you remain here, Josh. That was me. That was you. I've never seen you. Not like that. And that was Nora. She escaped my memory. Completely. And I think you were her servant. Let's go find this lodge. On Little Rogue. Ja, wie komme ich jetzt dahin? Wahrscheinlich muss ich dahin segeln mit meinem Schiffchen. Würde ich mal so denken. All set for Little Rogue? Let's get this show on the road. Okay, gut, ich muss nicht selber steuern. Das wird nur in die Hose gehen, glaube ich.
Huh. Eieieiei. Und was haltet ihr bis aktuell von dem Spiel? So. Das ist jetzt die Insel, wo die reiche Familie gelebt hat. Ja, ich lade es auch nochmal auf YouTube hoch. Da könnt ihr euch das dann auch nochmal komplett angucken. Little Rogue, I'm so excited. Can you see the lodge yet? It's tucked away, up on the hill. Let's go, Joshua. My name's Josh. Hier geht's ins Haus rein, ne? Da ist der Leuchtturm. It's up there. The lodge, I mean. We can't get to the stairs. Don't need to. There's a servant's passageway. Those stairs were for the crowns only. Ah, okay. Wir gehen also durch den Bediensteteneingang. Oh. Damn! Don't worry. Cordelia kept a spare key somewhere. We'll find it. Ah. Oh, erstmal die Skizze, ne? Dann lass mal kurz gucken. Kassette. Archie's. I like it here. This is the perfect place for a beer. Or a bloody smoke. Of course, I no longer have either. I can barely remember what they taste like. Gosh, a drink of any kind would be heaven right now. To make my brain stop for just like a minute. Make me feel normal, because you never shut it. Thank you. I should go back to the lodge. Go through those ledgers again. There's got to be something in there. That tart Cordelia. She was hiding something. Ah, so much for shutting it. No, I don't like her, and neither did you. Are you sure she doesn't have some brandy hidden away? Or some of that whiskey you keep talking about? Oh, that's a good idea. Thanks. Is there anyone who does like Cordelia Crown? You don't say. But the point is that this was Archie's place. The gardener. So, wir müssen da rein. The lodge. Like it's been waiting for me. Wir suchen gerade einen Schlüssel. Such bizarre little creatures. I don't know if I'm charmed or appalled. Irgendwo soll ein Ersatzschlüssel liegen. So this was a servant's trail? Yes, that's where we walked. The lodge and everything else up there. That was their world. And this was your world. The life of a servant. I took Nora in that boat. Doesn't mean I was their servant. Is this here where you lived? Little Rogue? It feels familiar, but it wasn't my home.
Da kommen wir gar nicht hin, ne? Nun gut. Aber ich denke, wir werden eh am Ende hier wieder zurückkommen. Sodass wir am Ende nochmal in diesen Raum kommen. Such a strange atmosphere here. Don't you feel it? What are you talking about? It's great out here. Ach, da hinten ist I wieder... forgot you love every beach you see. What can I say? The waves must have cast a spell over me. Eerie, I say. Especially the water down there. I don't like this place one bit. Don't worry, I've got you. Oh, Skizze. Ach, da unten steht die Lady schon wieder. Kommen wir hier überhaupt hoch? Nö. Wir müssen andersrum laufen, ja? Sieht so aus. Ach, guck mal. Aha. Is that Beatrice there? What is she doing here? Let's go talk to her. I have to admit she frightens me a little too. It's like she doesn't feel anything. Always glowering over us like that. She's just rock hard, is all. Sometimes you need to be. Ah? Beatrice. Hi. Beatrice? Oh, hello, Riley. That is your name, if I remember correctly. Yes, that's my name. Did you get rid of that ghost of yours yet? Nein, noch We're nicht. working on it. So very hard. Shh, not now. I'm talking to Beatrice. I see you found your way to Little Rogue. Yes, I really want to find the lodge. That's very clever. You will find answers there, Can I ask you something personal? by all means. Why do you not trust my ghost? I cannot see him. I cannot sense him. That is unusual, and it feels wrong. I think I'm here to help him. You probably should. No other way to get rid of him. How can you be so sure? Because I never wanted to leave either. I used to come to this very same beach. With my father, I think. I'd play here while he'd go up and talk to Archie. I don't know what they talked about. But they'd be up there for hours, if they'd stocked up on enough whiskey. I have lost so many. I still miss the ones I loved most. And the ones that hurt me the worst. I cannot leave them. You're the last one, Beatrice. I know that. They've all been gone for so long. I forgot their names. And yet, you do not want to go. I do not. You never know. They might come back. You may leave me now. I will find you again. And she's gone. Why does she keep doing that? Ja, wer weiß, was sie noch zu erledigen hat, ne? Sagt man nicht, wenn Geister nicht verschwinden, dann haben sie noch was zu erledigen? Oh, was ist das denn? Oha. Also hier ist zu. Wow, Josh, look at those wall paintings. Selkies. I remember that story. I told it to Margot. Margot. Tell me about her. She was just a girl who hung about on the islands. She felt lost to me.
Okay. Ach, guck mal. Das ist der Baum. Oh, das war so klar. Please stay. You may want to come down from that tree, Miss Crown. It's unsafe. Oh, but this is a solid branch. Why don't you come see for yourself? It's a new world from here. Miss Crown, Yes, I'm glad you stayed. that's awfully nice of you to say so. And I'm glad too. No. Friends. I wouldn't call it that. She was just being nice. She wanted to see the world differently. I want that. That's why I got on that boat. Didn't think that was so wrong of me. Of course it wasn't. Then why am I being punished for it? Punished? I'm stuck. Once again, I can't make my own choices. Da hängt was. Das sind Glassplitter. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den Schlüssel finden werden. Gott, was für ein Weg. I'm unsure what our next move might be. We're heading for the big house, right? Yes, but what's the deal with Archie? Archie has a deal? Did you hear anything Beatrice said? He was friends with her father. That's right. They shared their whiskey on that little patio. And don't you think it's strange that she's still hovering around here? So am I. Yes, and we're trying to fix that. You want to explore why she's stuck? I do. You can't save us all, dear. Maybe I'm just trying to save myself. Du kannst sie nicht alle retten. So, this is Nora's house. Her mother's. Cordelia Crown. But that's her window, up there. I remember her climbing out to go down to her tree. Ach, da ist sie mal rausgeklettert, ja. Na komm, bevor wir reingehen, lass uns mal das Grundstück nachgucken. Vielleicht finden wir noch so eine Sprachrolle. Die liegen ja gerne mal irgendwo hier rum. Ah, das ist das Bootshaus, wo wir nicht in den Raum reinkamen. Und hier ist der Aufgang, ne? Wo wir nicht rauf. Wo wir nicht rauf Riley, konnten. we need to see what's up there, in the lodge. It's where Nora used to live, before she moved out. Ja, machen wir gleich. Hier kann ich gar nicht runter. Guck mal. Ich darf mich auch nicht umsehen, ne? Ah. Haben wir das Haus jetzt gezeichnet? The main entrance. The only one Cordelia ever used. And she made very sure no servant ever did. Da ist wieder ein Brief. 10th of November 1943. My sweet little Elfins. I'm sitting on old Cordelia Crown's porch.
or what's left of it. She's been dead for a century now. Still, she makes me so mad. I wish I could yell, kick, and scream. The Crowns were so corrupt. And Cordelia Crown took her family for granted. She treated them so shabbily. But I suppose I treat you girls the same, don't I? I didn't value you enough to come home. I tell myself that I can't. That I'm afraid to see your shiny faces. That I have too much blood on my hands. But what if it's a lie? What if I am just like Cordelia Crown? Carrie hates such talk. She tells me I'm too hard on myself. That we all survive and do the best we can. But I don't know. When you make mistakes, you must pay your debts. And I can never make up for all my sins. But I did some good once upon a time. I helped create you. Oh, I've gone down the morose path again, didn't I? I shall sign off. Leave you to happier thoughts. Your loving father. He knew. He knew what she did. We've got to pull our weight. Figure it out for ourselves. So, dann gucken wir mal. Ein Zimmer nach dem anderen, würde ich sagen. Oh. A spare key. To the boathouse. Told you. Das Boothaus. Ja, da werden wir dann auf dem Rückweg, denke ich, reingucken. Dad. She wrote to him. But he wasn't here anymore. He chose not to be with her. Lesen. Liebster Papa, die Leute sagen, du kommst nicht mehr nach Hause. Aber ich glaube ihnen nicht. Mama sagt, wir müssen uns mit dem abfinden, dass du weg bist. Aber sie ist jeden Tag auf der Klippe und schaut nach dir. Ich habe Tick auf Wache gestellt. Er wacht am Ufer, während ich bei Frau Jessop bin, damit wir dich nicht verpassen. Tick und ich halten jeden Tag und jede Nacht nach dir Ausschau. Ich weiß nicht, warum du fortgehen musstest. Ich habe Angst, dass du meinetwegen gegangen bist. Mama sagt, es sei nicht so, aber ich glaube, ich war es. Wenn du nach Hause kommst, werde ich das allerbeste Mädchen der Welt sein. Mama tut so, als ob sie glücklich wäre, aber ich weiß, dass sie traurig um dich ist. Papa, bitte komm nach Hause. Ich könnte dir vorlesen und dir all die schönen Sachen zeigen, die ich auf unserer Insel gefunden habe. Tick und ich werden am Ufer warten, Papa. Ich vermisse dich. Liebe Pixie. Okay. That's her parents? The wedding. But she wasn't even born yet. That's how she must have imagined it. Oh. Hübsches Bildchen. Backgammon-Tisch. I never understood backgammon. Aha. Oh nein. Cordelia was in charge, obviously. Kann man das lesen? Nein. Das Is ist this a code? 6 figures. Must be. Wir haben einen Code gefunden. Ah, hier. 180121. Vertraute nur sich selbst. Aha.
Bestimmt gleich noch irgendwo ein Safe oder so finden. Children's books. Grimm's Fairy Tales. Grimm's Märchen, oder? Hm. Die waren übrigens gar nicht so schön, wie man denken mag. Ich glaube, die Originale waren ziemlich blutig, ne? Alleine wenn ich mich an ich weiß gar nicht, war das Cinderella? Also war das die Aschenbrödel? Mit dem Kopf abschlagen und so? Ich glaube, die Originalmärchen waren gar nicht so süß. She wrote to Pixie. I'm telling you, Cordelia knows more than she lets on. Meine Allersüßeste, es ist mit großer Trauer verbunden, nur hat sie durchgestrichen. Ich schreibe diesen Brief mit einem schweren, aufgewühlten Herz. Die Worte fallen mir nicht leicht, aber ich muss sie trotzdem sagen. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, verstehst, du siehst, erfährst. Ich möchte, dass du die Wahrheit über das unselige Verschwinden deines Vaters erfährst. Weißt, was passiert ist. Was passiert ist, plagt mich sehr, dass werde immer bedauern, wie sagt man seiner Enkelin, dass ihr Vater nie wieder zurückkommen wird und dass sie aufhören soll zu suchen. Ja nun. Wie sagt man ihr das? Hat sie für nicht verraten. Is this? About the smuggling, yes. No way. Cordelia was involved? Sieht so aus. Her journal. In the safe? Must have been real private. Dann gucken wir doch mal. 23. Oktober 1820. Es wird kälter. Ich habe Archibald gebeten, alle Kamine im Haus anzufachen. Trotzdem spüre ich die Kälte in meinen Knochen. Ich glaube, selbst der Teufel würde in dieser trostlosen Zeit frieren. Ich möchte Nora mit nach Hause nehmen, zumindest über den Winter. Das ist nicht der richtige Ort für ein Neugeborenes. Natürlich will sie das nicht. Das starkköpfige Mädchen ist überzeugt, dass dies ihr Zuhause ist. Unglaublich, dass sie nach allem, was Mr. Crown und ich für sie getan haben, glaubt, dieser Ort sei besser als unser Zuhause auf dem Festland. Sie weiß nicht das Geringste darüber, wie es ist, in einer Karte zu leben. Sie ist zu töricht, das ist es. Ihr Kopf ist voll von verrückten romantischen Vorstellungen von Spaziergängen in der Natur. Ich gebe Wordsworth und Aloexis die Schuld. Ich hätte sie nie diese dummen Gedichte lesen lassen sollen. Zugegeben, ich mag auch abenteuerliche Spaziergänge. Nora und ich haben das immer gemacht, als wir hier ankamen. Aber ich sehe nicht die Notwendigkeit, dort draußen wie eine verwilderte Frau zu leben. Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht zulassen werde, dass ich immerhin ihre Mutter bin. Aber sie wird nicht mehr tun, was ich ihr sage. Und das alles nur wegen diesem bösen Inselsöhnchen. Sumpfabschaum. Wir hätten ihn nie in den Gärten arbeiten lassen dürfen. Glaubt sie, ich wüsste nicht, dass er jeden Tag durch ihr Fenster klettert? Ich werde das nicht mehr zulassen. Ich werde meine Tochter nicht an diese Rockinseln verlieren. Okay. Voila, das schreibt sie gerade. 21. Wegen können, dass niemand von uns jemals wirklich ganz alleine ist. Okay. That was definitely Cordelia's den. She confuses me. What she wrote in her journal? She seemed so vulnerable, like she was struggling. With her conscience, if she ever had one. Let's just figure out what Cordelia Crown was all about, yeah? Können wir hier rein? Nee.
Oh, da geht gleich wieder Dings. Moin! Hat keinen Grund reingeschrieben, ne? Ich denke, das ist passiert, weil du damals einen Instant-Follow gemacht hast. Und da jeden Tag Bots Instant gefollowt haben, wirst du wahrscheinlich mit unter die Räder gekommen sein. Dann tut's mir leid. Ja? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Eine Zeit lang war das halt, sobald du den Stream angemacht hast, sind die ganzen Follows reingekommen. Und das kann natürlich sein, dass du damit reingekommen bist. Liegt vielleicht auch ein bisschen an den Namen, du. Na? Aber die Mods haben dich entbannt. Willkommen zurück. Na? Ist halt leider passiert. Im Moment ist Ruhe. Also im Moment haben wir da nichts mehr mit. Aber in der Zeit wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil da war wirklich jeden Tag, wenn ich den Stream angemacht habe, kamen Instant-Follows. Und das waren zu 98% oder 99% Bots. Deswegen. Passiert. Das wäre wahrscheinlich woanders auch passiert. Ja. Aber da ein Bot normalerweise keinen Entbannungsantrag schreibt. Riley, stop. Oh, Moment. Look. Was passiert? The captain braved the dark waters of the seven seas. Oh, what's that? That's the baby, What is she doing in there? fluttering around like a pixie. She's putting up a fight, that's what. She's fighting off sea monsters in there. I don't have sea monsters in there. Our girl's braving the deep, dark waters. You don't know it's a girl? I do too. Fierce as a tiger, Captain Pixie will sail the seven seas. Swoosh! She'll brave storms, slay sea monsters. You idiot. Oh no. Mother. Quick. The window. I'll be back tomorrow. I'm her father. How? It can't be true. I'm the bastard that abandoned them. It's not true. It can't be. And I'm going to prove it. Gucke mal, er ist der Vater. Eieieiei. Und die war auch noch schwanger. Diese Zeit. Das hat der Mutter bestimmt nicht gefallen. She wanted nothing more than a home for the three of us. I was building her a house. Linden Breeze on Big Rogue. Zu Hause ist überall dort, wo ich mit dir zusammen bin. Na, dann machst dir gemütlich, mach den Kaffee, genieß das Story Game. Okay. Ah, guck mal. Malen wir noch ein Bild. What does she want with this? A skull that is not going to prove anything. No, but it's fascinating. Like an exploration of life. Or death. Guck mal. Warum hat sie einen Tierschädel im Zimmer? So gut gefallen hat. Obwohl es jetzt Frühling ist, stelle ich mir vor, wie die Gegend mit einem Schleier aus Schnee bedeckt ist. Ich kann mir vorstellen, wie die schlammverschmierten Stiefel in der Eingangshalle ausgezogen werden. Und ich sehe, wie die Klippen der Küsten vor zerstörerischen Winden stürzen. Mhm. Ach, da kann ich gleich runterklettern, okay. That was Nora's. She loved every little thing about the Rogues. She'd be out on the beach looking for unusual shells. Or rocks in bright colors. Meeresmuscheln. Das Muschel einmal eins der Küsten der nördlichen Länder.
Die Abbildung und Beschreibung zur Identifizierung von mehr als 500 Muscheln. Ja nun, mehr als 500. Ist ja nur eine Kleinigkeit. I made this for my daughter. Das er ihnen gegeben hat. Muss ich jetzt wirklich aus dem Fenster klettern? Ja dann. Machen wir das doch mal. Another vision. What if I don't like what I see? The rogues are no place for a child. You have to think of her. I only think of her. And this is where she belongs. The rogues are her home. Why? Because of that boy. That boy is my husband. Enough. I'm your mother, and I say we are going back to the mainland. Beatrice is my grandchild, and she will have a proper education. You will do as I say. Now, why would I do that? Beatrice is Pixie. Beatrice? Oh my god, that's it! That's why you're still here! Because of my daughter. We have to go tell her that you are her father. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Josh, look! That's her. Come on, we need to find her. I think she went down to the beach. Did you see her? She went down the stairs. There she is. Gucke mal. Wir haben noch den Schlüssel für oben. Wollen wir erst da oben reingucken, bevor wir... Komm. Darf ich erst oben What are you reingucken? doing? I don't know, Josh. I'm just going through the motions. It's the wrong motions. I need to tell Beatrice I'm her father. Ja, ja, ich bin ja I schon told you unterwegs. as much. Then go. To my daughter. Hi. Kann ich mit dir nicht reden? Beatrice, we need to talk to you. You mean you and that ghost of yours? My ghost has news for you. Remember what you told us on the beach? I know why you keep going round in circles. You can speak now, Josh. Josh? Your ghost is called Josh? Pixie. Oh my god. Dad? Yes. It is me. I'm your dad. Was I nothing to you? You were everything. Then what did I do to make you leave? You didn't do anything, honey. I don't know what happened. All I know is I was standing outside, trying to look in and see you, wishing I could be there with you, willing you to see me standing there. Why couldn't I see you? Not even after I lived. You could have come find me. Why did you give up? I'd lost my heart, and soon I started to lose my mind, until there was nothing left. I've been looking for you. I know. I couldn't find you. You have. You have found me. I don't think I'm ready to say goodbye to you. Nothing ever really ends. We both know that. I'll see you soon, Dad.
don't understand. Why didn't you go with her? We were wrong. It's not about my daughter. Do you remember what she said back at White Sand? That her father used to go up to Archie's to talk. You think that was me? That was you. Right. You want to go to Archie's attic? I disagree. We need to get to the Dark Rogue. Find Callum. We can go after. The tide is pulling back. We'll be stranded if we don't leave now. But the attic... I really feel we need to see it. We have to go now, or it'll be too late. No, I'm gonna dig around at Archie's. Lass uns wenigstens einmal kurz hier reingucken. Kommen wir wahrscheinlich nicht wieder zurück. What is this for? It's an altar. For the fairies. Many believe they protected us when we had to go into the marshes. And that after death, we could join them. Okay. Ein Altar für die Feen. Archie. Was ist das hier? Anrede, Wohnsitz, kleiner Wohnraum. Okay, Bootshauswärter, Holzarbeiter. Verurteilung wegen Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses aus dem Establishment die Schwarze Glocke Verbands. Aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens gegenüber den Gästen des alten Pubs ist Archibald der Zutritt zu den Räumlichkeiten nicht mehr gestattet. Sollte der Täter versuchen, auf dem Gelände des eingetragenen Gasthauses Alkohol oder andere alkoholische Substanzen zu erwerben, sind die Behörden zu benachrichtigen, damit das Gesetz durchgesetzt werden kann. Okay. Stimmt, der wurde ja wegen Trinken verurteilt, also Pullen. Was hat er hier noch so schön? Oh, was ist das da? Da unten ist der Alkohol. He drank. A lot. Ja, der hat eine Menge getrunken. Das haben wir ja schon vorher gehört. Hier ist das ganze Werkzeug. Hier ist nix. Oh, what's this? A shitload of money. Or at least it was back in the day. Oh. Ah, da sind seine ganzen Totems. Is that about me? What is this? This is ridiculous. Mermaids? Die Rocks Gazette. Der Untergang der wilden Compton. In der Nacht des 16. Novembers verschwand Josh Compton spurlos und ließ Lower Crown am Boden zerstört zurück. Seeleute bestätigen, dass sie gesehen haben, wie Sirenen Compton in der Nähe von Villains Rock in die dunklen Wellen zogen. Doch die Constables Wilford und Sprouse vermuten, dass er von der Schmugglerbande von Dark Rogue ermordet wurde. Oder hat Compton, wie Mrs. Cordelia Crown behauptet, seine Frau und sein ungeborenes Kind für eine Liebhaberin auf dem Festland verlassen. Nummer 1, ertränkt von verführerischen Sirenen. Nummer 2, ermordet von Schurken der Dark Rogue. Nummer 3, verheerende Trennung für Nora Crown. Mhm. Ich darf was wissen. Na, ich denke mal, dass wir drüben auf der anderen Insel was finden werden. So, ich glaube, das war's, ne? I'm glad we have a clearer picture of Archie now, but I expected to find more about... No, my boat! I hate to say I told you so. But you're doing it anyway. Now what do we do? We'll have to go across the causeway. On foot? On foot. Und wie?
How? Where? Calm down. Go back to the beach. Find the lighthouse. Ah, jetzt kommen wir auch zum Leuchtturm. Ah, guck mal. Jetzt kommen wir auch zum Leuchtturm. See that lighthouse? Is there a path? Yes. Stay close. So, let's talk about what we found at Archie's. Archie. He seemed unhappy. He was miserable. I wanted to help him, but I didn't know how. Hey, it's not your fault. Haven't walked here in ages. It's beautiful in its own way. Feels eerie, if you ask me. Did you use this causeway often? Everybody did. Why? To go sell our homemade whiskey at the Black Bell. What's the Black Bell? You'll see. How far is it? Far. You should have listened to me. Ja, wie komme ich jetzt da? I'm allowed to do things my own way. Kommen wir jetzt darüber? Ich dachte, wir kommen hier rüber. Oder ist es da hinten die Insel? Wird er uns bestimmt gleich sagen, wenn wir falsch laufen. Obwohl, das hier sieht nicht mehr nach einem Laufweg aus. So ghostly out here. What happens when the waves come back? They take back what they feel is theirs. Many died? If you get out on the flats and get sucked in the mud. There's no hope. Ah, Ladescreen. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns langsam dem And there it is. The Dark Rogue. And the Black Bell. Sounds like you've just come home. My brother brought me often. It was warm. Free food on the table. Hang on. Your brother? Yeah. Callum was my brother. Why didn't you say so? I'm sorry. We had a treehouse where we'd sleep. We have to find this treehouse. Oh. Archie, please. I have to know. You shouldn't be here, Miss Nora. Please, I can't live like this. You have to tell me the truth. Nora, you're making a scene. Look at her. He wouldn't leave. Not his daughter. Not me. My mother. Constable Sprouse. They're wrong. He wouldn't. You know he wouldn't. Hush now. Josh left. He left for the mainland, and that's that. How could you say that? You're his brother. You know him better than anyone. He's gone, Nora. Josh is gone. Then bring me to him. Let him see her. At least let him see his daughter. I'm sorry, Nora. He made his choice. He's gone then. He's really gone. He's really gone. Your papa's gone, baby girl. Miss Nora, I'm so sorry. You did. You actually did leave them. No. Was hast du What dann did you gemacht? do? I didn't do anything. What do you want from me? I can't trust you, can I? You're going to have to, because there's nobody else here. Die schwarze Glocke. Dann gucken wir doch mal. The Waves. Was? Das kann ich nicht lesen.
So, diary, I need to tell you something, but just shut up! I don't have anything left to say to you. I'm talking to my diary now. No, there's no excuses. You left your child. You left her! Before she was born, you took off. You never saw her. That is the worst. I never liked you, but now I can't stand you. I want to punch you so badly. Leave! Get out! Stop talking to me! Margot understood the kind of man you were. Right then. I'll leave you to it. So, lass mal gucken. Finden wir hier irgendwas? I can't believe that thing is still here. What is it? It's for spitting chewing tobacco. Ugh, that's gross. Neben dem Essen erstmal in den Napf spucken. Oh, this brings back memories. I'm not sure I care anymore. What? Oh. Mehr steht da nicht. Okay. Da kommen wir nicht hoch. Hier sind Schusslöcher. Oh Gott, die ganzen Flaschen. Have you ever used one of these? I never fired one, if that's what you mean. Dass hier überhaupt noch eine rumliegt. These again. And there's so many. This here's the source. Many came to get their bottles right here. If they didn't distill any whiskey themselves, that is. Na dann, lass uns mal weitergehen. Was ist das hier? Wenn die Glocke läutet. Gab einen Erfolg. Okay. Nee, da kommen wir nicht hoch. Das sieht nur so aus. I don't know you anymore. Why was she not enough? What we just saw, I don't think that's what happened. That's bull. Every vision has been true so far. I didn't leave Nora. What if they were wrong? What if you're wrong? Komme ich denn jetzt zu den Häusern hoch? Ist hier kein Weg, um da hochzukommen? Muss es doch irgendwo einen Weg rumgeben. Oder war das doch da vorne der? Kann man hier doch hoch? Nee. Das ist zurück zur Kneipe. You make me feel like a fool.
I understand that, Riley. But you need to know, I don't think I left my wife or my child. I'd remember if I did. You didn't remember Nora, you said. Kommen hier nirgendwo hoch, ne? Okay. So, guck mal, die haben hier überall... Was ist das denn? I'd forgotten about the wind chimes. Who hung them? Margot. The soft tinkling always eased her mind. Okay. Oh my goodness. That I want. To sit there, away from it all, and stare at the sea. That's exactly what she did. And I would leave her be whenever she came here. Who? Margot. Why don't you do that for me? I don't know. I feel we're too close. You are too close. Again? Oh God. It's Margot. Wo sind die Fußspuren? I said, get out! Get out! Please, Margot, wait. Over and over in my head. Don't go in there. You're always there. Let's go back. I can stop. I can be quiet as a mouse. I'm never alone. Never, ever, not for one goddamn minute. Oh, Margot, I can't. I wish I could. Shut up! Shut the fuck up! I just need to be alone for one. Margot? Josh? Josh, I can't move. I can't get out. Josh? You have to calm down, okay? Just breathe. Breathe, Margot. I'm stuck and... Help me! Josh! Help me! Please, I can't move. No. Margot. Somebody, help! I can't move! Why? I'm scared. Don't leave me. Okay? Don't leave. Okay, Josh? I'm right here. I'm always right here. No! Did she die? Josh! I don't... Did she die, Josh? Yes. Oh my God. I couldn't get her out. Did you try? You were there. You saw me try. She died because of you. I need to get away from you. She was right. This isn't natural. Eieieiei. Na, guck mal, das ist das Lager von ihr, ne? Ist es das? Jo. Little lamb, evening falls, the moon lights up the sky. Winter's breath and fairy dust hold this love of mine. Rest in my arms and I'll keep you warm, keeping the wolves at bay. I'll stay by your side, hush little child, till night turns into day. Till night turns into day. Margot. I never meant for her. I wanted a different ending. Cannot take it back. No. The campfire. We'd sit here every night, singing songs or eating canned beans. Oh je. Ja, sie ist in den Schlamm reingegangen, ne?
Oh, wir haben ein paar Seiten nicht geguckt. Carries jars. I almost had to force her to go back for those. Margot, that is. She'd sooner die than set foot in that cabin again. Lily. She liked sleeping outside. Another adventurer. No, she was a runaway. Always trying to get away. From you. Welche Wahl hat sie eigentlich getroffen? Ah, das sind die Texte, ne? That's her early work. She got a lot better after. After what? You? I doubt that. Der stumme Zeuge. Einsamkeit, mein einziger Begleiter, auch in schweren Stunden. Ein stummer Begleiter stets an meiner Hand. Ein letztes Überbleibsel dieser Insel. Verliere ich den Verstand, zu viel unkontrollierbares Gift? Passt diese ärmliche Seele perfekt zu mir? Jemand, bei dem man Trost findet? Besser hier als da drüben. In der Todesspirale der Gesellschaft. Eine abscheuliche, sündige Angelegenheit. Dorthin zu fliehen, wo Geld die Seele verdirbt. Die Liebe entzieht sich mir. Was bleibt, sind nur Verletzungen. Der Regenbogen eine Farce. Blutflecken vorschriftsmäßig verwahrt. Meine Qualen überdauern noch immer. Dieses Gespenst aus der Dunkelheit. Seltsam vage bleiben seine Absichten, seinen Weg muss ich meiden. Doch wie sehr ich mich auch bemühe, der Dämon wird immer da bleiben. Bitte befreit mich von dieser Pein, denn mein Verstand wird sich aufreiben. Kleines Lämpchen, der Abend bricht herein. Mondenschein erhellt den Himmel, der Hauch des Winters. Und Feenstaub halte meine Liebe fest. Ist da eigentlich noch irgendwas drin? Nee, ne? How did you get this thing here? Ferry. Not many roads to drive on here. Yeah, that's why she parked it here. And she ran out of gas. Interessante Zeichnung. Ach, sieht aus wie ein Hippie-Mobil. Also das, was man sonst so... 5 minutes of fame. What was she looking for? Sense. She was looking to make sense for life. That's what she said. Rocket Magazine. Wenn man heutzutage auf ein beliebtes Konzert geht, sieht man meist eine Gruppe von knapp bekleideten Mädchen, die sich vor der Bühne winden. Die Mädchen nur als Groupies zu bezeichnen, würde ihnen nicht gerecht. Sie haben ihr Leben ihrer Lieblingsband gewidmet und folgen ihnen von Bundesstaat zu Bundesstaat. Auf jeden Fall sind wir die Inspiration. Sicher, sie wollen uns flachlegen, aber das wollen wir auch. Es geht nicht nur um Sex. Wir sind Teil dieser kreativen Energie, weißt du? Und das ist einfach total geil, Mann. Darum geht es, sagt Groupie Margot Green, die in den letzten 6 Monaten mit der Band Breathing Fire unterwegs war. Die Band weiß ihre Superfans ebenso zu schätzen. Sie sind so frei, so ungezwungen mit sich selbst, sagt Schlagzeuger Jay Elgar. Es ist so cool, wie sie unsere Musik total verstehen. Sie verstehen sie wirklich. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. The tape recorder. She liked talking to that thing more Than talking to you. Na, was? I loved to hear her play and sing. It was the only time she was truly at peace. You should have shut up then and let her play.
Unser Lied kann ewig erklingen. She's so beautiful. Wish she was here to hear you say that. She never believed it herself. Führerschein, ne? Lara Crimson. She wanted to be like that singer so much. Thinking fame would validate her? But her music, Riley. You should have heard her play. It always got under my skin. It was her skin, never yours. Liebe Margot, es hat mich sehr gefreut zu hören, dass dir meine Musik gefällt. Ohne meine Fans wäre ich aufgeschmissen. Normalerweise schreibe ich ihnen keine persönlichen Briefe, aber dein Brief hat mich so bewegt, dass ich dir antworten wollte. Meine musikalische Inspiration kommt von meinen Gefühlen. Es klingt, als ob du etwas zutiefst Belastendes durchmachst. Die Musik ist meine rettende Zuflucht gewesen. Und sie kann auch deine sein. Schreibe weiter. Es geht nicht darum, besonders gut zu sein. Es geht darum, sich selbst zu vertrauen und auf die innere Stimme zu hören. Ich wünsche dir viel Glück im Leben und mit deiner Musik. Ich werde am 19. Oktober im Aden auftreten. Ich hoffe, dich dort zu sehen. Viel Glück. Das sind eine Menge. Did she really go to all of these concerts? This one made history. She was there. Pretty awesome. Music was her life. Page Konzert präsentiert. Rainbow Days. Ich glaube, wir haben alles aus ihrem Wagen, ne? Ich glaube ja. Lass mal kurz das Buch gucken. Jede Hoffnung zunichte macht. Nicht hier, nicht von ihm. Okay, dann gehen wir mal weiter. She was lost. And you knew it. And still you didn't leave her alone. Don't you think I wanted to? I've tried. Don't spin me that story about being stuck here. It is the truth. The only truth. I need answers. Clarity. We'll find it at the treehouse. We've got to. Can't do this anymore. You can, Riley. I don't know you. I may have imagined that I did, but I don't really. You know me better than anyone. Ich werde verrückt. I'm crazy, aren't I? You're not crazy, Riley. Ja. There, the treehouse. Yes, that's it. It's still there. Our safe place. Callum knew more about where you went. Let's hope he left us some clues. This is us. We carved our names ourselves. It's still here. After all this time. Ja, wie soll ich da hochkommen? Callum, Mom? this feels ridiculous. Meeting in the middle of the night behind a child's playhouse. Would you rather we meet in the open? No, of course not. Do we have an agreement? He's accepted the terms. All of them? Josh and I are packed. He's leaving tonight, off to the mainland. Neither my daughter nor anyone else on the island will hear from him again? Once he's gone for good. I'm just looking out for her. I wish him no harm. You can tell him that. Good. This is good. You left them. You took the money. Riley! You took her money. How could you? I don't know. Shut up. You promised. You promised you'd take care of us. We'd be together forever. We
We're going to raise our children in our home. You promised me. You said you loved me. I know you did. What are you saying? It's you. All this time. It's been you. You are Nora. You know, I love you. I'm not sure why, but You make me so happy. You left me. I didn't. I swear. I could never. I know that you'd have to give up everything. Josh, I'm not... But I want you. I want to be with you. I want to build you a home. Right here. We could raise a family. You and I. What? I'm asking you to marry me, Nora. To stay. Here. With me. Yes. I want to be here with you. We'll be together forever. Riley. Riley. Leave me, Josh. Listen. Go away. I don't want you here. Go. I can't believe we're married. You're stuck with me now. I will not go away. And I never did. I didn't go anywhere. Then where were you? Because you weren't here. I looked for you. Everywhere. For So long. Kan ich hier hoch? Thinking you'd come back to us. It's okay. Shh. Hush now. He'll be here soon. I don't care what they say. Don't cry, my love. Daddy will come home. I was right here. I've always been right here. You lie! Josh? Where did you go? I fear you have to face reality, Mrs. Compton. He's not on the island anymore. Maybe it's best to forget him, Miss Nora. He's gone. He left you and your child. Please come back to me. It's all lies! No more. I just want to go home. You are home. Hä? Hold this love of mine. Winter's breath. Der Hauch des Winters. Oh wait, hier. And fairy dust. Bin ich überhaupt dran? The moon lights up the sky. I remember now, Riley. All of it. Erzähl es Then mir. tell me what happened, so I can make sense of all this. I can only show you. How? Let me take you to where it all happened. Give me control.
control over me. Do I have a choice? You always have a choice. So you want to take over the wheel? My head? Just the wheel. The head is all yours. And this will change everything? It will set us both free. I'm not sure I like this. I've lost control completely. I know. I'm sorry. I think I'm going to be sick. Surrender, Riley, and you'll be fine. Oh, you think it's beautiful you building that house? Linden Breeze. That's what we named it. 3 beers, right over there, for my brother and my buddy. This is it, brother. We're getting out of here. I'm not going. What? I've told you before. I'm not leaving Nora. Tell me you're joking. You choose filthy rich vermin over me? Don't talk about my wife like that. I'm your brother. You are my brother, and I love you. But you can't ask me to betray Nora. Calm down, lads. Here's your beers. Don't shush me. You've no part in this. It's gonna be fine. We'll come find you later. I'm grateful that I have you in my life. I wouldn't be here without you. Damn right. And that's how you repay me. I'm going to be a father. Isn't that a miracle? A good father. And I want my little girl to have an Uncle Callum. We can do so much better. Not yet. It isn't the time yet. We can do better than Dad. We can do better on the mainland. With this money in our pockets. There's no future here. You're wrong. The future's here. Only here. There's nothing but mud here! He's your family. You belong together. That's in his hands now. He's your brother. You loved me. I did. Of course I did. Then where did you go? Am I not good enough anymore? I can't talk to you when you're like this. All fired up like that. You found your way into money? Is that it? You don't need me? You know that's not true. Please, lads. We can put this straight. These islands are gonna break us. And there's only one road out of here. I will never take it. I will never leave. You hit me. You're no better than Dad. Callum hit you. I shouldn't have said that. No, he hurt you. It doesn't matter. Focus now. This is what they never told you. What? You have to stop! Now! You're my little brother. I am! But you have to stop! This money will save us! It won't! It won't change a thing! I'm not going! You can't take this from me! I'm not leaving! You are going to leave with me! No! Josh? You will do as I say. I am the oldest! Josh! I won't leave Nora, not ever! To let me go. You need to see this. Why? I don't know. You have to listen to me. No, no, no! You have to see this, Riley! I had a plan! I could have shot up a better life! You hurt me! It hurts. Almost there. Just a wee bit longer. The hell with you! I should start this! I need... Stop it, Callum! Oh! Soon! Just watch this! I can't breathe, Josh! I need you to understand! You can't breathe! You will live for the day! Don't kill him! I'm drowning! What? I need air! Stop! Stop! I'm drowning! What?
You can't drown! Josh, I can't. Josh! Shut up! Oh my god. I'm sorry. Brother! No! No! What did you do? I'm so sorry. Brother! No! No! No, Josh! No! Come on! My God, Josh. You never left. I never left. I'm okay. All mine again. I'm going to be okay. That was just crazy. Josh? Guck mal, wir sehen ihn, oder? Hi. I can't bear to think what would have happened if... It's okay. I'm so sorry. Don't worry about it. I'm still here. I just wanted you to see that I'd always been right here. I'm sorry I stopped believing. Riley. Nora. To you, I'm Nora. And I see you now. I'm not ready to say goodbye to you. You have to go, baby. I know. Nothing ever really ends. Isn't that what you said to our daughter? Nothing really ever ends. Bye, Tell me your secrets and I'll tell you mine. Let us then weaken by making light. The deeper we keep it, the more it blinds. So let's hang 'em out to dry. Ich glaube, das war's. Do you remember? Könnt's ja mal eben durchlaufen lassen. Na, was sagt er? On the horizon, our story unfolds. Watching us fall from the arms of a willow. In the motionless tide unroll. Cautiously disrupting the flow. Do you remember? Do you remember? Gut 4 Stunden gedauert, ne? Ja, dafür haben wir es dann jetzt auch durch.
bei einigen Seiten sieht es aus, als wenn da noch was fehlen würde. Ja. Hier zum Beispiel. Ach, guck mal. Ah, das ist die Kohle, ne? Das war die Kohle. Hier fehlt noch einiges. So. Das war Ghost on the Shore.